All of it, whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request. Whenever you need me, I'll be there. Hallo. Ich, ich habe mir jetzt eine Wärmflasche gemacht, deswegen bin ich ein bisschen später dran. Ah, Noel. Immer wenn ich anfange zu reden, reden die Charaktere. Das nervt mich ein bisschen. Aber wir spielen heute, wenn wir das vom Titel ableiten könnt, ein bisschen hoffentlich zu Ende die Archonten-Quest von Sumeru, also die Hauptquest. Ich bin da jetzt in der zweiten Hälfte, schätze ich mal. Wir haben zuletzt Nahida befreit. Und ich füge dann am Anschluss ganz brav meine Timestamps wieder in meine Beschreibung. Und dann könnt ihr auch auf die anderen Teile skippen, falls ihr die verpasst habt. Meistens sind das, also oft sind das Livestreams, aber es sind auch geschnittene Videos. Aber ich komme nicht halt immer dazu, die zu bearbeiten, weil es schon zeitaufwendig ist. Darum bei etwas langwierigen Quests lasse ich einfach einen Livestream laufen und lade das dann so hoch. Leave it to me. All of it, whatever it is. What exactly is Genau. it? I didn't quite catch your request. Dass du ruhig sein sollst. Okay, wir sind gerade aus diesem Grund in Mondstadt, weil wir haben ja ich habe den Bogen von Sarah neu und die Schwierigkeit darin bestand, dass ihr ehemaliger Bogen ja ein KT-Bogen war und dadurch der relativ, ich glaube, man kann ja auch direkt nachschauen. Genau, 27% KT kam vom Bogen. Jetzt habe ich darauf 66% Crit-Schaden. Aber ich muss meinen Helm tauschen. Dafür muss ich einen Helm farmen. Und ich habe mir gedacht, wir basteln uns einfach diese komischen
diese komischen Boxen. Die habe ich noch nie wirklich verwendet, nur einmal. Aber ich weiß nicht mehr wofür. Mittlerweile kann man ja auch einige Artefakte damit holen. Damals gab es nur 4 oder so. Und interessanterweise Blutiger Weg des eines Ritters, ja einer der älteren Sets. Und da können wir jetzt ein paar von unseren Standard-Sets reinhauen, die ich immer habe. Also was wie Orchester oder Gladiator. Und schauen, ob dabei ein Helm rauskommt, der KT ist. Ich habe schon mal einen Helm mit Crit-Schaden wieder gedroppt, aber das hilft mir nicht weiter. Aber ich habe schon mit dem Bogen gespielt und muss sagen, man merkt den Unterschied in Autotext sehr stark. Aber wenn es halt nicht critted ist, der Damage auch nicht so hoch. Das Ding ist, was vielleicht viele nicht wissen, Sarah gibt mit ihrer letzten Konstellation Elektroschaden, Crit-Schaden 60% noch dazu. Und das sieht man halt nicht in den Attributen. Aber es macht schon einiges. Dann geht der Crit-Schaden noch höher. Also wir verlieren jetzt ein bisschen Crit-Schaden durch den Helm. Wenn wir den jetzt mal tauschen würden. Hier ist die 62, dann gleicht sich das quasi mit dem Bogen aus. Und ich brauche aber KT auf dem Helm. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir auf dem Helm Crit-Schaden noch. Aber ich mache mir da nicht so viele Hoffnung. Ich würde erstmal darauf anpeilen, dass das mit KT getauscht wird und eventuell dieses Teil, wenn Blutiger Ritter dieses Teil besser fällt, mit Angriff, Sand, also muss auf jeden Fall Angriff sein, dann wäre ich auch ganz glücklich, also, weil ich kann den könnte ich mich noch austauschen, weil ich ja Doppel-Zweier-Sets habe, um die Set-Boni nicht zu verlieren. Und wenn wir das erledigt haben, dann kümmere ich mich um die Hauptquest. Und Dailies habe ich schon gemacht. Und wir opfern jetzt ein bisschen was von den Standard-Sets, die wir dauernd bekommen. Davon habe ich eigentlich so viele, dass es da, glaube ich, verschmerzbar ist. Selbst wenn Elementarkunde jetzt wichtiger geworden ist. Ich droppe dieses da andauernd. Normalerweise hebe ich mir nämlich immer alles auf, in der Hoffnung, irgendwann braucht jemand Elektroschaden mit Verteidigung. Elektroschadenbonus habe ich tatsächlich öfters. Ich will halt nicht irgendwelche wichtigen Sachen wegwerfen. Ich sollte mich auf Blumen und Federn beschränken. Ja, Federn sind ja alle relativ gleich. Hier ist Crit-Schaden 5,6, aber whatever. Verteidigung 16, 5,1 und hier haben wir Verteidigung 5,1 und 19. Also das ist das Beste, wenn ich davon ausgehe, dass jemand Verteidigung braucht. Die anderen sind halt nicht durchgerollt, das macht's umso. Aber weißt du was, ich brauch die nicht, schmeiß mal die weg. Hier ist es 19, 7,3. Und das ist ja noch besser als das da. Schub, aber da Aufladerate. Ich mache das jetzt ein bisschen nach Gefühl und nach Halbwissen. Weil irgendwann, es besteht die Möglichkeit, dass irgendwann alles mal gebraucht wird von irgendeinem Charakter, den man zufällig hat. Den kann ich wegschmeißen. Also was Verteidigung und Angriff flach zusammen hat, das schmeiße ich weg. Es sei denn, es ist ein guter KT-Stat drauf. Das ist doppelt Verteidigung mit 23 sogar. I'm not sure. Das kann von mir aus weg. Ja. Oh, wir sind voll? Ne, noch 2. Noch 1. Auf Wiedersehen, meine Artefakte. Es war schön, euch zu sehen. Wir haben hier bestimmt mehrere Heilungsbonus. Wir haben sehr viel Angriff. Das kann dann weg. Alright. Opfern. Bitte einen Helm mit KT, bitte. Dankeschön. Oh, dieses Gerolle. Wir haben 2 Helme, immerhin. Schauen wir erst die Federn. Okay. Okay, nichts Besonderes. Der hat KT wenigstens. Aber Doppel-LP, aber einen guten Angriff. LP, Angriff. Das war kein guter Roll. Oh Gott. Das ist nicht worth it. Das ist gerade irgendwie geordnet.
schmeiß beide LP-Helme weg. Aber es ist ganz gut, dann ist das Inventar ein bisschen leer. Ja. Das ist ein interessanter. Der könnte mich eigentlich gut rollen, man weiß ja nie. Angriff. 7,3. Na gut. Weil ich brauche so selten dieses Set, dann kann ich auch ein paar davon wegwerfen und den gleich die Helme, die wir bekommen haben. Wir haben LP-Helme mehrere und Verteidigung auch. Angriff Elementarkunde, Angriff Verteidigung. LP 7. Das sagen. Das ist ein bisschen besser, weil es Angriffsprozent hat. Und höheren Crit-Schaden. Wir haben fast gar keinen Angriff mehr da. Heilungsbonus. Noch einen Heilungsbonus, den mag ich nicht. Noch 2 opfern wir. Die Kelche sollte ich nicht opfern. Sollte mich auf Federn beschränken. Das hier. Mache ein bisschen empty. Heilungsbonus. Heilungsbonus habe ich echt viel. 18. Tschüss. Okay, wir haben wieder 2 Helme. Vielleicht gutes Anemo-Schaden. Interessant, aber irgendwie ist das alles nur ein Mischmasch. Angriff. Crit-Schaden. Oh Gott, nein. Verteidigung, okay, ich würde alle, glaube ich, nochmal opfern. Angriff LP, Crit-Schaden, Elementarkunde. Ich habe doch zweimal Verteidigung, das kann weg. Was hatte ich? Crit-Schaden, ne? Das Elementarkunde droppt so selten, dass ich habe nicht sehr viele Helme mit Elementarkunde, deswegen ich es behalten. Das hat aber Doppelverteidigung, das schmeiße ich einfach weg. Und das soll ich einfach loswerden. Whatever. Ich sollte nicht so anhänglich sein. So, 6 von 6. Oh nein, jetzt können wir nicht mehr so viel opfern. Oh nein, es sind 2 Sande. Der ist gar nicht. Der ist nicht so kacke. Es ist schade, dass das Angriff flach ist. Den behalte ich aber. Ich kann mal gucken, was er für ein Subset rollt. Wir haben ja unsere schon aufgebraucht. Wo war das? Das hat 3,9 KT. Nee. Das Ding ist, Elementarkunde brauche ich nicht wirklich. Hier ist es halt sehr weit in Dings reingerollt, in Verteidigung. Das hilft mir aber auch nicht bei meinem KT-Problem. Aber es könnte auf jeden Fall besser rollen, als was ich schon habe. Also können wir ruhig mal einen 4. Slot rollen. Please. Haben wir hier Angriff und Verteidigung, Sand. Ups. Whatever. Mm.
Aber wegschmeißen. Oh. Nee, so wagemutig bin ich nicht. Verteidigungssand hatten wir. Mal in die Tonne. I'm so scary. I don't like this feeling. Ich habe ein ominöses Gefühl. Dum, 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 dum. Ah! No. Also, in Theorie, ja, in Theorie könnte alles in KT reinrollen. Aber nein. Heb das mal kurz mal noch auf. Ah. Da ist wenigstens Angriffe noch drauf. Ja, ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Hier ist halt kein KT oder Crit-Schaden. Ich hätte wenigstens gern einen der Substats. Das ist nicht viel verlangt. Hier könnte es noch rollen. Aber es ist Doppel-LP. Doppel-LP. Das könnte aber nicht so schlecht sein. Hat auch flachen Angriff, wie ich das jetzt habe. Also kann es nicht schlechter werden, wenn ich jetzt auf 4er roll. Ich nehme einfach das, was ich gerade gerollt habe. Ah, schon wieder Verteidigung. No! Das makes me sick. I don't like it. Ah, ich habe alles verbraten, nur für nichts. Aber ich habe Inventar leer gemacht. Man muss das positiv sehen. Ja, genau. Redest dir nur ein. Eins können wir noch machen. Ich schmeiß genau das weg, was ich gerade gelevelt habe. Ah nee, das brauche ich zum Leveln. Moment. Nicht so voreilig. Whatever. Ich sollte etwas nehmen, wovon ich viel habe. Ich hebe oft halt Sachen auf, die LP oder Verteidigung beides gleichzeitig haben. Weil für die unwahrscheinliche Option, dass man irgendwann einen Charakter hat, der genau das Set mit Verteidigung braucht, dann habe ich vorgesorgt. Aber irgendwie ist das auch ein bisschen stupid. Das können wir eigentlich in die Tonne werfen, das werden wir niemals brauchen. Wenn das KT hat. Bin zu attached. Okay. Lava Walker wird jetzt geopfert. Gib mir einen Helm. Eine Sanduhr ist auch okay. Naja, Feder ist nicht okay, aber die Feder ist nicht so scheiße. Die hat beide Crit-Stats. Aber halt Verteidigung Prozent, die brauche ich nicht. Das war nicht sehr erfolgreich. Das war irgendwie so ein bisschen... okay. Ich habe mal geschaut, was ich im Inventar so habe, was so nutzlos ist. Und noch mehr Nutzloses bekommen. Es hat leider keinen Angriffsprozent, sonst würde ich das rollen aus Neugier. Aber es ist echt nicht schlecht. Führe mich nicht in Versuchung. Das hat auch KT-Angriffsprozent. Das könnte sogar besser rollen als das hier in Theorie, aber ich will es halt nicht unbedingt riskieren. Meine Mission ist ja jetzt eine andere. Das könnte auch noch KT kriegen. Ich will doch nur einen Helm. Warum bin ich jetzt abgelenkt? Moment mal, lass mich mal kurz überlegen. Ja, hier ist halt... Ich weiß nicht, ob hier einmal Verteidigung gerollt ist. Es gibt 6,6% Verteidigung auf Federn. Kann schon noch sein. Auf jeden Fall ist es hauptsächlich in Angriff gerollt. Das ist echt verlockend. Aber ich möchte keine Substats haben, wo gar kein Angriff dabei ist. Das ist dann schon eher verlockender. Bei Verteidigung, ob ich LP oder Verteidigung bekomme, ist eigentlich Wayne, solange es nicht reinrollt.
Ich habe halt kein Geld, um sowas zu machen. Moment, okay, ich gehe gleich zur Quest. Ich will dann mal schauen, was da rauskommt. Ich will noch ein bisschen gamblen. Oh. Okay, jetzt gambeln wir noch ein bisschen weiter. Hoffnung stirbt zuletzt. Ich will nur schauen, ich will nur gucken, ein bisschen. Ich cleane mein Inventar. Meine erste Mission könnte failen. KT-Helm, aber ich könnte jetzt auch eine bessere Feder bekommen. Hallo Michael. Lange nicht gesehen. Da wollte ich auch gerade sagen, lange Zeit. Hast du dich nicht mehr eingewählt. Hast du heute nichts vor? Saturday Night. Wie läuft's eigentlich bei dir so? Nein! Ist okay. Warte, 400 LP. Ich habe hier auch 400 LP. Das ist annehmbar? Nee, das ist Prozent und das ist flach. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Wir rollen noch weiter bis 12 und dann schauen wir mal. Was ist das? Kann ich das wegschmeißen? Nee, das ist zu gut. Das ist ein bisschen gemischt gut, aber... Schalala, la 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 la. Ich weiß nicht, ob ich genug Geld... Ah doch, ich habe Geld gefarmt heute für die Waffe. Ich habe ein ganzes Dings für Geld ausgegeben. Schaut bitte nicht hin. Oh, okay, es ist zu spät. Es ist zu spät für ein Comeback. Ah, okay, raus. Du bist jetzt zum Leveln benutzt. Ah, ich hatte so viel Hoffnung auf dich gesetzt. So, ich überlege gerade. Das könnte ich eigentlich total eintauschen gegen, habe ich davon eigentlich genug? Ich glaube nicht. Davon habe ich gar nichts. Chi-Chi hat LP, das ist nicht hilfreich. Das ist das einzig andere und das ist Kacke. Das kann man auch wegschmeißen. Okay, jetzt nichts Gutes dabei rausgekommen. Ihr solltet das nicht machen, wenn ihr kein Artefakt habt. Ah, okay. Kalt und halb pleite. Kein guter Zustand. Ja, mir geht's halbwegs gut. Soweit. Zwei Sachen, die mich ein bisschen gestresst haben, haben sich letzte Woche erledigt. Darum umso besser. Julia, wie läuft dein Run? Bist du nochmal gestorben? Ich habe nicht bis zu Ende geschaut. Du hast verpasst, dass ich meine ganzen Artefakte verrollt habe. Aber ich brauchte die eh nicht, also ist nicht so schlimm. Ich hatte nur gedacht, ich kriege etwas Besseres. Und dann hat eine Feder mir Hoffnung gegeben, habe ich sie zweimal gerollt und da ist zweimal Leben rausgekommen, deswegen habe ich nicht weitergemacht. Traurig. Ich glaube, ich gehe gerade den falschen Weg. Muss ich da rein? Und diesmal in Enra geschafft. Achso, in der Sidequest. Aber die erste Sidequest ist auch ein bisschen härter, finde ich. Hast ja jetzt einen. Du hast Tonfa und Speer, oder? Chaper? Ja, ich bin hier definitiv falsch. Ich muss außen.
Ich gehe jetzt einmal den unkonventionellen Weg. Es gibt bestimmt einen korrekten. Ich kann ja mal darüber nachdenken, welche Charaktere wir mitnehmen. Die Folgequest jetzt. Tonfa, sie redet von einer Waffe. Also ich rede von einer Waffe, Neo 2. Okay, da kann man wohl nicht hoch. Nahida hat uns gesagt, wir sollen uns vorbereiten. Und ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß nur, dass wir gegen Scaramouche kämpfen werden, irgendwann. Im Verlauf der Quest noch, aber ich weiß halt nicht wann oder wie weit wir in der Quest sind. Oh, so schnell geht das. How's it going, Nahida? How's it going? Und dann so eine heilige Musik im Hintergrund. I'm done with the parts that needed my involvement to complete. Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure and operation procedures are easy for me to understand. Greater Lord Rhukkadevata's design is truly brilliant. Big brains. Oh, also, this is for you. What is this? Is it a pet? Ich glaube, es... Ach, das ist das Ding, was auch im Bossfight ist. Huh? What's this little floaty thingy? Das ist so witzig, weil es hat einen Schwanz, das sieht aus wie ein Herz und ein Blatt, genau wie Nahidas Design überall. It's a small device I put together just now. You can think of it as an upgraded Akasha terminal. Hast du die durch? Dann kannst du ja spoiler-free schauen You jetzt. may not need it right now, but it should be helpful in certain situations. Wait! This thing has the same characteristics as Paimon! Was? Wo siehst du denn da dieselben Eigenschaften? We're both small things that float! Oh, all the things that make Paimon special got copied! When Paimon appears with the Traveler from now on, people won't remember Paimon because she isn't unique anymore! Oh mein Paimon. It's alright, Paimon. It can't replace you. Of course not. It's only a flying device, but you're the Traveler's irreplaceable friend. You're so good at comforting people, Nahida. If only the Traveler was as smart as you. Entschuldigung, das Gesicht. Hmm? I was simply telling you what I feel to be the truth. I wasn't trying to comfort you. Ich hoffe, die gefällt mir gut. Aber ich hab so, bei Genshin weiß ich nie, wie lange es dauert. So, also wir haben jetzt einen Dialog gehört, an dem Nahida und Paimon sich... Wo Nahida Paimon vollschleimt. Aber ich finde Nahida voll süß. Something I need to confess. Even though I'm the Archon and in control of myself again, I'm not very good at fighting. I know. You may have heard that an Archon's power is derived from their people's faith. However, I'm not as well loved as Greater Lord Rhukkadevata. If we get into a situation where combat is our only option, I'll have to count on you and I'll do my best to provide support. Prügeln kann ich am besten. I'm glad I can rely on you. No problem, little one. So the God of Wisdom isn't good at fighting? That actually sounds about right. I've located where the false god is. Time is of the essence, so let's skip to it.
Hier durch den Durchgang. Also gehen wir direkt zu Scaramouche? I'm scared as fuck. Ich glaube, dann muss ich... Ich nehme dann einen zuverlässigeren Heiler. Warte mal, das ist ja cool. Ich will mal da gucken. Das sieht aus wie eine Orange mit komischen Zacken. Kann man da runterspringen? Nee. Nein, unsichtbare Wand. Warum? Kann man hier runterspringen? Ich fühle mich ein bisschen versucht, aber ich glaube, das geht. Ja. Oh, okay. Geklärt. Lass uns nach Schätzen suchen. Hier sind so viele Türen. Ja, toll. Das sieht voll weird aus, aber ich glaube, das soll einfach ein Herz und ein Blatt gleichzeitig sein oder so. Was ist das für... Sieht voll weird aus. Okay, whatever. Gießerei der Göttlichkeit. Oh Gott, das klingt nicht gut. Lass uns nicht Noel nehmen. Ich habe so Befürchtungen. Noel ist mich alleine, wenn sie eh den Boss nicht kloppen kann, irgendwie nutzlos. Also nicht nutzlos, der Schild ist sehr gut, aber... Lass uns ein Team machen. We'll need a strategy. Ich nehme den Traveler mit, einfach weil er da Just reingehört. what will we come across this time? Und wir tun dann Xingshou hier platzieren. Ups. Brauchen wir ein Schild? Fragen über Fragen. Chivalry will never die. Ja, lass uns Traveler nehmen und mal ein There's bisschen... still a long road ahead. Das ist gut. The Duke. Vielleicht kommen wir ja erst in eine Sphäre oder so. I don't know. I'm nervous. I'm nervous. Hallo? What is this place? Is this really the way we need to go? It looks kinda different than from the other room. Wow. Who would have thought there'd be a place like this hidden right slap bang in the middle of the city? The sages wanted to realize their god creation plan without being discovered. The safest and most convenient way would be to build within the academia itself. Die haben den Baum ausgehöhlt, der Arme. That's true. They were already hiding one god, so why not two? Brauchst nicht nervös sein, bist du sicher? Judging from the structure here, Ich hab den Trailer project is a gesehen. huge undertaking. The sages really saw the god creation plan as their ultimate goal. Wir haben einfach einen Dachschaden. But this place doesn't look like it could have been constructed by the academia alone. The Fatui under the Doctor sure didn't hold back. They provided a lot of technological support. Yeah, or else they wouldn't have been that generous. Is that it, though? I've always felt that this Doctor is different from the academia sages. He doesn't seem to share their sense of urgency.
Nee, weil Instead of der being braucht ja keinen Gott. interested in the end product, it's like he's enjoying the experimental process. Und der war auch wahrscheinlich The hinter der Fatui Gnosis, ja. Harbingers are all such weirdos. Yes. So, the doctor being weird is actually normal. So, this Fatui that they're trying to turn into a god is called the Balladeer? We had previously come into contact with his consciousness. He harbors particularly strong obsessions. Also, was ich zu Scaramouche sagen kann, auch wenn ich so verstehe, wie er zu dem geworden ist, der ist. Oder zumindest wir wissen noch nicht genau, wie er zu den Fatui gekommen ist. Allerdings mag ich ihn nicht. Deswegen weiß ich nicht, warum er so beliebt ist. One is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for one. The other obsession is probably related to his past. I can't quite explain it. Paimon knows that he was a prototype puppet for the Raiden Shogun before he became a Fatui Harbinger. That's why he wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. Now with that temper and ego of his. It sounds like you know the Balladeer quite well. Wir sind uns einige Male begegnet, aber es waren alles schlechte Erinnerungen. Ich habe tatsächlich das erste Event in Genshin Impact, wo er zum ersten Mal aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, ob das erste war, aber das mit Mona, das habe ich nie gespielt, deswegen kenne ich den Zusammenhang dann nur durch Zusammenfassung. I see. Da wurde auch noch nicht viel Tell me über ihn more about erzählt. him and what he's like. The more we know now, the better we can plan for and react to any future situation. Nahida macht Angriff und ich mache Schwertangriff, sozusagen. Ah, I see. How fascinating. Alright, time to go. Let's get through here and meet him in person. Hallo? Das ist nicht Scaramouche. Das erinnert mich, dieses Dungeon-artige hier. Das erinnert mich jetzt an Star Wars. Rain outlines your fate. Scatter! Propagate! Spring forth! Au. Let's move out. Covenants of the Deep! Let me Level weave you 97. first. Body in the quiver. This isn't good. Das erinnert es auch so dieses Geklapper aus dem Kann-Roboter. Also diese. Was ist das? I'm going the wrong direction. Geht da rein? Nee. Die haben vergessen, den Weg zu Ende zu bauen, will ich meinen. Ulkig. It looks like we can climb up these pipes. Okay. Ein Fahrstuhl. Nee, doch kein Fahrstuhl. Hm. The pattern on the ground seems all messed up. Let's go around and see if there's a way to fix it.
messed up. What do you mean, Paimon? It seems to have stopped. Let's continue. What the hell? Mist, ich wollte ein Foto machen. Hätte ich gar nicht abspringen sollen. Let's begin. Okay. Witness the power of Gugwa. Storm the front. This isn't good. Das war ein bisschen übertrieben. Aha. Aha. Ich kann nicht so gut sehen. Können wir ein bisschen... Genau, die Kamera drehen, bitte? Okay. Ich glaube, einmal drehen reicht, so nach Gamer-Logik. Oh nee, so ist besser. Okay, es gibt dann ein Cue, es gibt ein Lichtzeichen. Hui. Wo wäre das eigentlich hingefahren, wenn ich nicht abgesprungen wäre? I don't know. Ja, genau, das ist ein bisschen industrial. Steampunk Time. Strike. Scatter! Rain cutter. Billowing surge. Ja, ich wollte das machen bevor... Naja, das wird nicht helfen. So, propagate! Quiver. Ist down. Thank you. Das ist ja cool. Die Kamera an sich ist ein bisschen unangenehm. Ich wünschte mir, wir können die selber steuern, aber sonst ist es eine interessante Art. Okay. The cart is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. What? Ah, okay. Ich will zu der Schatztruhe. Nein! Nein! Kann ich mich festhalten? Nein, kann ich nicht. Oh Gott, das ist mein Ende. Ich war schon auf der Plattform, aber irgendwie... Oh no, es gibt nur einen Ausweg. Harakiri. Seppuku oder wie auch immer. Was auch immer das... Ich weiß nicht mehr. Oh Mann. Es liegt daran, dass Sarahs Schuhe so hoch sind. Ja, genau. So ist es. Müssen wir jetzt warten, bis das Ding wiederkommt? Ja. Aber dieser Bogen, der ist irgendwie richtig cool. I like it. So, ich nehme jetzt mal einen anderen zum Klettern. Das ist mir ein bisschen zu... Ach, du bleibst stehen. Wow! Oh, Jesus. Wie kommt man jetzt wieder hoch? Ich kann nicht zu Kasua wechseln. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich hätte einfach da hochgehen können. Ich bin zu unintelligent für heute. Genshin. Hello, Xingshaw. Schau in die Kamera. Und nu? Müssen wir da runter? Hä? I don't get it. Ach, wir müssen da gar nicht rüber? Nee, tatsächlich nicht. Oh no, I'm stuck. Ich drehe einfach nochmal das da.
Wir gehen jetzt nach links. Das war nur für die Schatztruhe. Ich bin schon... Der Fallenboss hat mich gekriegt. Aber eigentlich ist es meine eigene Hohlheit, die mich jetzt dreimal hat sterben lassen. Waren das schon dreimal? I don't know. Ich mag das nicht. Da könnte ruhig ein Käfig drum sein. Damit ich nicht rausfallen kann. Das erinnert mich irgendwie an die Szene in Star Wars. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist der zweite Teil von der neueren Trilogie. Neuer sage ich, aber ist auch schon ewig her. Wo die an der Roboterfabrik sind. Oder über diese Lava oder diese Schmiedekanister sind, auf denen sie dann langhangeln. Wait. Das Laserschwert. Es gibt bestimmt schon irgendein Schwert in Genshin, das glüht oder so. Ich habe nur keins. Doch, das Schwert hier. Das ist auch wie ein Laserschwert. Mit etwas Fantasie. Und jetzt? Ah. What? What's going on here? Achso, ich muss jetzt das Ding wieder drehen, ha? Okay. Ich will aber auch in die andere Richtung fahren. Ich bin neugierig, was da ist, aber wahrscheinlich ist da gar nichts. Oder? Achso, der kann jetzt nicht mehr durch. Ich warte so ganz geduldig oder gemerkt, okay, der kann ja gar nicht hier vorbei. I'm so sorry. Bleib bitte stehen. So, ich gehe jetzt einfach da drauf und springe nicht rum. Hoffe, dass da hinten keine Kiste war, sonst ärgere ich mich. Hallo, du zuerst. Du hast so viel Schild. Let me weave you a verse. Scatter! Allow me! Quiver! Auf Wiedersehen. Hat wirklich mal Zeit für deinen Kackschild. Propagate! Covenant of the Deep! Rest and rebuild! Oh, more. Flash! I like this. Shouldn't get careless. Scatter! Yeah! Spring forth! Have a load of this! Rain outlines your fate. I see through you! Killjoy! Looks like I just begun. Noch mehr? Das sind die letzten, ha? Glory to the Shogun! Strike! Billowing surge! Das war's noch nicht. Ah, das hat zwei verschiedene. Tschu. In der Wohnung ist ja auch kalt. Oh no, ich habe eine Wärmflasche.
gemacht, bevor ich angefangen habe. Es war mir auch echt zu kalt. Ich mag eigentlich die Kälte auch, also mir macht es nicht so viel aus. Und bei uns hat es heute geschneit, das war voll schön. Hier würde ich gerne ein Foto machen, aber nein, ich muss das mal requesten. Gibt's nicht? Naja, das mache ich ein andermal. Fahrstuhl. Wow. Hallo Kokomi. Wie geht's? Siehst nicht amused aus. Jetzt schon besser. Jetzt smilet sie. Ganz bisschen. Hallo? Looking at its operational status, we must prepare for the worst. The god they wanted to create is likely close to completion or already completed. Alright, wir haben das schon gesehen, dass er das Wetter verändern konnte. Oh no, what should we do? Paimon can't imagine how hard it would be to fight against a Fatui Harbinger with a Gnosis. Ich verstehe Paimons Einwand, aber auch nicht. Wir haben schon gegen einen Archonten mit übelsten Martial Skills gekämpft und wir sind nicht gestorben, also ja. Are you nervous, Paimon? If you really want to know, of course Paimon's nervous. Aren't you too, Nahida? Yes, I am. This is probably the first time I faced with a calamity of this degree since my birth. I feel not just nervous, but curious as well. Curious? Curious about what? Curious about our fate. To me, everything we perceive in this world, everything we learn, and everything that happens to us is considered knowledge. And if it's a form of knowledge, then it can be understood. However, only fate is about that which has yet to occur, so it has always drawn my curiosity. Also in Tevat wird viel über Fate gesprochen, wie ein Wort, das irgendwas bedeutet, aber ich weiß nicht was. So to me, fate is the ultimate knowledge. That's also why I love observing humans and all the things that happen to them. It all brings me great satisfaction. And now, at long last, I'm not just an observer anymore. I will personally experience my own fate with you by my side. Isn't this such a wonderfully exciting thing? Also bist du nicht nervös? What the hell? That's what I don't know. Paimon thinks she understands what you're feeling. Ich glaube, das Wort excited ist irgendwie passender als nervös. Wir werden uns nicht geschlagen geben. Agreed. Okay, let's continue on. I can sense his aura from here. Okidoki. Achso, das war schon die Sphäre. Wir haben Kokomi dabei. Uns kann nichts passieren, hoffe ich. Ja, wir hatten ganz überraschend, fand ich das. Aber also am Anfang des Tages war das nur so ganz kleine Stücke Pulverchen. Und in der Nacht war das wahrscheinlich auch schon so. Ich habe es nicht mitbekommen. Aber heute hat es kräftig geschneit, schon am Nachmittag, 16 Uhr oder so. Gott. Nahida. Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, Well? the traveler. Is he all-knowing and powerful now like Greater Lord Rhukkadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. Ich glaube, er redet von der It seems Erinnerung. that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. So we're too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity,
I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. Oh, jetzt geht's ab. This Oh, I'm imposing creepy. aura. It really feels like the gods. A body that capitalizes on the Balladier's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a constant power supply. How much effort and resources did the sages put into this? Wir haben zu viel Transformers From a geschaut. purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. Lob sie nicht, It's Nahida. no exaggeration to say, this is the culmination of human wisdom. You sure are something. Dishing out compliments at a time like this? But I don't think he's reached the spiritual height of a god. Er hat noch Bewusstsein. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Strife is engraved upon every god and every gnosis brought forth into this world. Can you feel it? The exhilaration of such power, and the thrill of anticipation for our contention. Nahida wouldn't feel the same things as you. Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? Lowly creature, know your place. Immer noch Scaramouche. Er ist genauso abfällig wie immer. Strife engraved upon a gnosis. You're talking about the Archon War. Tevat's current peace was not easily won. I didn't personally participate in the Archon War, but the way I see it, all those losses were meaningless, driven by the demands of the laws. There's no point in bringing it up again. Is that so? Yet I am deeply disappointed that I was never allowed the fortuity to personally participate in the Archon War. This is a first. Encountering a god in this world who does not crave power. No wonder your own people have abandoned you, god of wisdom. Ich mag ihn nicht. Your judgment is as your existence. Unsubstantial. This is where everything ends, Booer. The god of wisdom. Er nennt sie nicht Rhukkadevata und er nennt sie auch nicht Nahida. Oder Kusanali, er nennt sie Bua. Das ist wahrscheinlich haben die Götter in der höheren Hierarchie andere Namen, die immer für dieselben stehen oder so. Schon merkwürdig. You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now, where your only option is to face me in combat. Gesicht. Come, Not impressed. let us reenact a scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. Bro. Der Typ nervt mich so sehr. Hallo. Ich habe einen Jellyfish. Du hast keine Chance. Was ist das hier? I just catch it. So, wir gehen auf diese Plattform. What is going on? Wow! Da stand gerade was und ich konnte es nicht lesen. Aber irgendwas habe ich jetzt geladen. Insignificant pest! Jo. Können wir dich angreifen? Oh, okay. Können wir. Aua. Ah, okay. At my command, you shall fall! Let me lead you a verse. I'm not sure what's going on. Wenn ich das Ding aufgeladen habe, was mache ich damit? Insignificant Ah, das drücken? pest! Time to act. Da kriege ich dafür nur Energie zurück. Da können wir ihn einfach normal prügeln. Das ist dann einfacher. Feeble human! Germinate! Quiver!
Yo. Ich verstehe diese Effekte nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe nur, dass ich Energie bekomme. Also von dem. Wow, okay. Ignorier das mal. Bleib mal hier stehen und kuschel mit ihm. Das sah so beängstigend aus, das war gar nicht so schlimm. Bislang. Das erinnert mich an den Child Fight. Why you're so big? This is unnecessary. Es sieht schon richtig cool aus, das Design, muss ich sagen. Hello! Tremble! Aui. What am I to do now? Burn to oblivion! Allow me! This is something I can attack. But why? Whoa! Okay, this is not a good thing. What? Impossible! You sure we can... Holy crap! Damage though. Flash! Ich kann ihn angreifen. Oh, holy crap, noch geschafft. Rain No. outlines your fate. Reality is pain! Oh god. Oh god. Wow! Mit dem Schwert kannst du da nicht durch. Oh wow. No. Also wie so David und Goliath. Sie ist einfach so klein und er ist übermäßig groß. Oh, bitte ess sie nicht auf. This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Boor? Was war das denn? The data collection is almost complete. Ach, sie macht das mit Do you Absicht. even know how many times you've tried to take my gnosis from me? Ach, wir waren in Samsara. We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sub-Zerus festivals and Samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? Ach so, ganz am Anfang. Ach so, und jetzt haben wir 168 Mal Daten gesammelt. What the hell is going on? Und der weiß jetzt Bescheid, was zu tun ist. You can't even defeat me in a dream. Yeah. In your dreams, dachte ich, sagt er. What do you hope to achieve with this little trick? Come, traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. All that battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha.
I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. Ach so. Oh, Tainari. Now, all of Sumeru's wisdom is at your disposal. Meaningless tricks won't save you. Was geht ab? Warum ist die Katze so lang? What the hell is going on? Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I'll leave this to you. The first sage of Boor. Was hat sie gemeint mit der erste Sage? 1,000 eons, mine to dominate. Ich weiß nicht genau, was sie machen muss. Turn to oblivion. Kneel. Ich muss auf jeden Fall die Dinger sammeln. Aber ich kann ihn auch angreifen. Ich habe Nahida dabei. Warte mal, ich will das mal probieren. Das ist ja cool, dass wir die benutzen können. Nope. I see everything. I see everything. Scatter! Ja, Scaramouche ist einfach wie ein kleines Kind, ehrlich gesagt. Reality is pain. Ah, okay, sie gibt mir etwas zum Schießen, aber... Propagate! Can you... Good riddance, cruel world. Yo. Ah, okay. Das ist zu weit weg. Scatter! Witness the power of Guhua. Rain up. Flash! Bitte. This might hurt a little. Ich glaube nicht, dass sie die alle zerstören kann. Ich komme nicht da dran. Oh Gott. Das ist mein Ende. Ich muss einen opfern. Body and mind. Ich glaube nicht, wie soll ich die zerstören? Okay. Auf Wiedersehen, Sarah. New god awakens. Wie soll ich da rankommen? Your eyes have been opened. Kneel. Committed to memory. Was muss ich mit diesem Angriff machen? Ja, er kriegt irgendwie Schaden. Ich krieg's nicht so richtig mit. Ich weiß nur, dass das Ding schießt und dass das gut ist. Warte. Oh shit. Kannst du nicht so viel zappeln, please? Ich muss Sarah heilen. Ich opfer sie einfach jedes Mal. Reality is pain. Ja, Problem damit. Kratzt an deinen Füßen, Bro.
Burn to oblivion! Jo, okay. Das ist stressig, weil der Typ so groß ist, man sieht gar nicht, was er macht. Are you okay? Filthy humans. Fairy. Er braucht eine Umarmung, glaube ich. No! Wait! Please! Anything but the gnosis! Der Typ ist echt verzweifelt. That's mine! Don't even try! Oh, krass. I'll never go back! Ouch. We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. With the power of another gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rhukkadevata. This is... That's right. This is the last memory of my predecessor. What is going on? Also der Bosskampf hat mich nur verwirrt. Aber ich habe eine Errungenschaft fürs Sterben bekommen, weil ich nicht an diese Dinge rankam. Ich hätte einfach hochschauen sollen und gucken, wie die Animation ist. Ich habe nur gemerkt, das Ding ladet sich auf und es gibt mir dann so einen Schuss von großer Dendroenergie, die dem voll viel Leben abgezogen hat. Aber mehr habe ich nicht gecheckt. This sure seems very different from what Paimon imagined. Shouldn't Irminsul be in this realm of consciousness? Yes, that is our destination. But I didn't expect the remaining consciousness of Greater Lord Rhukkadevata to be as polluted as this. Könnte es es muss an verbotenem Wissen liegen. Forbidden knowledge? It seems you know about a concept that even I don't completely understand. Could you tell me what you know? Yes, ihr erklärt Nahida, was ihr in der Wüste erfahren habt. Your inference seems logical enough. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice, and Greater Lord Rhukkadevata nearly exhausting her power. Ich konnte die Effekte gar nicht so mitbekommen, du beim Zuschauen. Aber ich muss sagen, das Design von dem ist ziemlich cool. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. Okay, das wussten wir noch nicht. Oder zumindest ich nicht. But I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul itself already in danger. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Rhukkadevata, and it's also been affected by forbidden knowledge pollution, then does that... Yes. It's very possible that she sacrificed her life in the fight against forbidden knowledge. She didn't completely eradicate forbidden knowledge, but if it weren't for her actions, the pollution would have been far more rampant over these past 500 years. The way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge may very well be due to her restoration of Irminsul. Wäre ja trotzdem keine langfristige Lösung. Are you okay? Do you feel sad, Nahida? I'm just sharing her pain. The pollution of her consciousness here is severe. There is madness, chaos, and pain all around us. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible conditions?
She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a clue for us to follow. Du meinst diesen Hinweis, die Welt mich vergessen? Yes. Her words were distorted by forbidden knowledge, so that's all we could hear. Ne, sie redet ja von sich selbst. But now, we have a chance to find the answer to this mystery. Alle wissen ja nichts mehr vom verbotenen Wissen. Sie ist die Einzige. Hä? Ich verstehe das nicht genau. Wie kann das noch existieren? We can cross the polluted consciousness until we found the right path to meet with her lucid consciousness. Alright, whatever you say. Ich weiß nicht, was los ist. Lord Rhukkadevata tell us the truth in person. Each of us need to be mindful of the state of our own consciousness while we are here. Even with the Gnosis' protection, we must always keep a clear mind. That's so scary. Paimon ist resistent. Don't worry, it should be easy enough for you to keep that mind of yours clear, Paimon. Let's go. Die Übersetzung sagt, du hast ein kindliches Herz. Ich denke, solange du klar bleibst, wird nichts passieren. Ich frage mich, was die im Original sagen, weil im Englischen sagen die auch wieder was anderes. Im Englischen hört sich das an, als würden die sagen, Paimon, du wirst keine Probleme haben. So als wüssten die irgendwas über Paimon. Aber in der Übersetzung kommt das gar nicht so rüber. Das weiß ich nicht. Deswegen mag ich immer beide Übersetzungen zu lesen oder zu hören. Verlasse den Ort. Where are we? It's a boat. In the air? And why is there a huge boat? That's the boat of consciousness, which symbolizes reason here. Its course is the direction our consciousness is traveling towards. If we lose control over our consciousness, we will fall into madness. So let's make sure the boat stays on course. Wow. What are these? The monsters seem to have been affected by them. Flash! Rain Cutter! Du bist tot. Oh, noch mehr? Ah! Können wir aufs Boot Time to steigen? know my sword! Billowing surge! Aua! Scatter! Strike! Impossible! No turning back! Oh no. Quiver! Rain outlines Ach, your wir steigen da face. von Let hinten me hoch. weave you a verse. Oh, jetzt hab ich verstanden. Spring forth! Yeah! Torrents, bring refuge! Yeah! Strike! Flash! Rain outlines your fate. Know my sword. Body and mind. Lebt nicht mehr. Du hast ganz schön viel A Leben. floating sigil has appeared in the sky! Okay. Boah, wie das aussieht. Also mein Bewusstsein ist bestimmt nicht rot. Rain Cutter. Time to act. Yeah! Good day. Scatter! Hold the line! Ich hatte gerade die
Elementarfähigkeit nicht machen sollen. Gaining the upper hand. Weil ich glaube nicht, dass Ether die noch eingesammelt hat. Die, Energie. Was ist hier los? Witness the power of Gugwa. Know my sword. No, no. Allow me. Wir haben Wasser dabei, wir cleanen das Schiff. Propagate! Springboard! To control the boat of consciousness, we need to find the helm first. Ich muss noch verarbeiten, was am Ende mit Scaramouche war. Der ist so ausgeflippt. Als ihm das Ding genommen wurde. Der hat sich echt da so verzweifelt dran geklammert, als würde das irgendwas bedeuten. Wahrscheinlich, weil er einfach alles schon da rein investiert hat. Aber naja, der war irgendwie total lost. Ja. We changed direction. Are we still going the right way, Nahida? Judging from the current route, the boat of consciousness will soon take us out of here. Okay, whatever you say. We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Are Ich your habe minds still intact? ein paar seltsame Gedanken, aber ich glaube, es geht schon wieder. Huh? But everything's been completely normal for Paimon. Paimon ist immun gegen Hopefully alles. there won't be any more interruptions. This time, we should be able to meet Greater Lord Rhukkadevata. Are you saying you've never met Greater Lord Rhukkadevata before? No, it seems that my birth and her death took place at the same time. Otherwise, I think she would have given me a little more guidance, and I could have done a better job. Hey, you've done a great job, Nahida. Let's get out of this creepy place and go meet her. Vielleicht wird Nahida verstehen, dass die diese Person ist oder so. Nur ohne Erinnerung, also doch eine andere Person, aber naja. So, is this the place you were talking about? Hier sind wir wieder am The Anfang. base of Irminsul? Das sieht so hübsch aus. Ich möchte gerne ein Foto machen. Ich brauchte das. Das sieht so cool aus. Ich höre irgendwie eine Stimme im Hintergrund, aber man kann es überhaupt nicht erkennen, was es sein soll. Well, this is the place. Wir haben doch die höhere Herrin gesucht, oder? Right? But the one standing over there Is that me? She looks exactly like me. Yes. Are you Greater Lord Rhukkadevata? Oh, Nahida ist so süß. Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? Sie gleichen sich wie ein Ei. Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. Es ist wieder dieselbe Synchronsprecherin wie von... Also die beiden sind dieselben Synchronsprecher. Das finde ich faszinierend. We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same.
You sure about that? We're of the same nature. Why? Because you are me, and I am you. You are me in the new samsara. The new samsara? As Greater Lord Rhukkadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from Irminsul. Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rhukkadevata. The real me has presumably died a long time ago. Also weil der Gott einfach Irminsul ist, oder was? Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years. But you're finally here. My new self in the samsara. If this is true, then am I going to be a great Archon like you someday? Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. Maybe better. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become like me. Really? But perhaps you may become an even greater Archon than I. I already see a determination in you that I didn't possess in my time, and the future that it leads you to will be yours alone. Along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the flower to bloom. Sie wird auf jeden Fall ein besonders großer Archon. Come to think of it, the sages never had the faintest inkling of the meaning of wisdom. Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the Archon I always admired was in fact myself in another fate. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rhukkadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. Could you tell me why you wanted to create me? And what exactly happened when you died? Ah, I see. You're here seeking answers, right? Ja. Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this. Katastrophe von Kanria. At that time, the seven were all summoned to the nation of Kanria. Except for me. I had a more important task to attend to. Protect the tree? I had to protect Irminsul. Makes sense, because it's linked to everything. Also Irminsul ist scheinbar super wichtig für die Höheren. Was auch immer über den 7 The steht. disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, I sensed something was wrong. The pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, it was already displaying signs of corruption. Had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost. So what exactly is forbidden knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world, and a form of truth that can't be understood. Gute Nacht. Bis bald. It came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it. The world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. Das ist ja seltsam. Die Welt stößt es ab. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul,
I'm afraid the entirety of Tevat could fall apart. So, there's knowledge that even the God of Wisdom can't understand? Vielleicht ist es ja nicht schlecht, wenn die Welt zusammenbricht. At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone. Which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha. It's truly the world's most amazing invention. No, Essen Thank ist das you. Beste. For a long time, I thought dreams were the fruit of human wisdom. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Then I compiled their wisdom and all of my own power. Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. Aber But things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, which gave me an uneasy feeling. And then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. From the very beginning, my existence had been polluted by the forbidden knowledge. Oh no. How could that happen? I've experienced that pain in your consciousness. It must have been a horrible experience. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was that even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul as memories and knowledge, meaning that the forbidden knowledge couldn't ever be permanently eradicated. Also weil ihr Bewusstsein da noch gespeichert ist und das müssen sie entfernen. Also wie so eine Corrupt Data aus der Festplatte. And there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara and left a trail of clues, all in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Irminsul forever. Es gibt noch ein Foto. Wait, no, I can't. So you realize what that implies. You are very smart indeed. Töte sie. Irminsul has all the knowledge and memories of this world. And as you've realized just now, Aber warum wird das denn gespeichert? Das wurde noch nicht erklärt. Wozu benutzt man das denn? Warum wurde sie als einzige Göttin von den Höheren irgendwie nicht nach Khaenri'ah geschickt, sondern sollte diesen Baum beschützen, weil der scheinbar sehr, sehr wichtig ist, irgendwie Sachen zu speichern. Aber es wird nie erklärt, warum die das überhaupt sammeln. removing me from Irminsul means I essentially will never have existed in this world. But this is the only way to save Irminsul. Ich verstehe das nicht. Ich würde gerne wissen, warum sie das alles an Erinnerungen speichern müssen. Was machen die denn damit? Und wenn sie es nicht speichern, warum fällt dann die Welt auseinander? I don't understand. People love you so much and they've missed you so much over the past 500 years. I am exactly the same. So how can we just forget you like this? Is there really no other way? There must be something else I can do. You're the god of wisdom, Boer. You should know that there is no other way. Boer ist sogar ein süßer Name. Ich muss nochmal nachschauen. Ich will das mal googeln. Sorry, wenn ich das jetzt unterbreche. Das ist auch von diesen... Fällt die Welt dann auseinander, weil die Welt darauf basiert, dass oft in Erinnerung, die Boer ist ein Dämon. Es werden immer dämonische Namen benutzt für alle Archonten.
Wo ist ein Geist, der in der Pseudomonarchia Dämonum genannt wird, einem Grimoire des 16. Jahrhunderts, sowie in dessen Derivaten. Also Genshin klaut nicht. Also Genshin basiert diese Leute immer auf Dämonennamen. Selbst Paimon ist ein Dämonenname aus dem Buch. Könnte auch nur Zufall sein, aber es impliziert, dass die gar nicht so toll. Also es impliziert irgendwie was Ungünstiges. Aber vielleicht haben die es auch nur gewählt, um die Leute zu irritieren. But this is so cruel. I don't want to forget you. No need to feel so sad, Boer. As someone who delights in wisdom, you should feel joy at finally finding the answer. These are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Let the world completely forget me. We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch, and finally snap off the most important leaf. Oh. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Kein iPhone mehr. Ach, Elisa wurde ausgelöst, dass sie den... People of Sumeru. Dass sie wussten, dass May sie you be lebt. Das ist blessed ja tonight creepy. with the sweetest of dreams. Ich hab das nicht so ganz verstanden, was Rhukkadevata gesagt hat jetzt in der letzten Cutscene. Weil sie hatte irgendein Bildnis benutzt, wie dass Träume das Einzige sind, um Bewusstsein zu erschaffen aus der tiefsten Dunkelheit. Das impliziert ja auch nichts Gutes. Ich weiß nicht, ob sie von der Welt allgemein spricht. Are you okay? I'm alright. I'm just a little confused. Worüber bist du verwirrt? Ich habe sie ja auch vergessen, also müsste ich ja eigentlich gar nicht wissen, wovon sie redet. We've just saved the world, right? But I don't know how. So why am I crying? Oh no. Soll das heißen? I don't know where this feeling inside of me is coming from. But I feel very sad. Warum? Erinnert sich der Reisende? Erinnerst du dich, was gerade passiert ist? Just now, we used the power of two gnosis to successfully connect with the Irminsul consciousness from 500 years ago. Then, we removed the remaining pollution from Irminsul. Warum? Ich erinnere mich an alles, weil ich nicht in diese Welt gehöre. Yeah, what's wrong? Weren't you there just now? Paimon erinnert sich auch nicht.
haben alle die höhere Herrin Rhukkadevata vergessen. Das heißt, Paimon müsste ein Wesen sein, das zu dieser Welt gehört. Und damit würde man auch irgendwie ausschließen, dass Paimon eine Göttin ist oder sowas. Also zumindest nicht eine höhere Wesensstufe als die Archonten hat. Und ich denke immer noch, dass sie eine Selie ist, weil sie genauso aussieht. Aber sie hat halt so ein komisches Tiara-Ding, deswegen ist das ein bisschen seltsam. Paimon ist immer noch Rätsel. Ah, ich habe so viele Fragen. So, nein, solltest du nicht. Oh. Was ist das für ein Geräusch? Ich bin so müde. What? Ich kann nicht drücken. What the hell? War das Child? Sehe ich... War das Child? Huh? That sound. Traveler, Paimon. Wir wurden ausgenockt. I've been waiting here far too long. But finally I have the chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off. Fuck you. The doctor. What have you done? Der gibt uns jetzt Antworten. Ich möchte mithören. Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect on gods. This is the only thing of interest I found among the sage's research. I thought I'd take it for a little spin. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. Casually, I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Oh oh. Ich hab eine Theorie. Ich denke, er will die Wahrheit, die er über die Welt weiß, durch die Zarin oder was auch immer, vielleicht eintauschen, also Wissen eintauschen gegen das göttliche Herz. Und wenn sie es weiß, gibt sie das göttliche Herz wahrscheinlich auch freiwillig her, so wie Zhongli schon getan hat. Und Venti hat das ja auch einfach kampflos aufgegeben. Also gehen sie wahrscheinlich nicht davon aus, dass die Zarin schon berechtigt ist, die Dinger zu haben, um irgendwas damit zu machen. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Der hat definitiv so, kann sich klonen oder so. Even the god of wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages. Aha. Deswegen gab es im Comic, also es gab im Manga, im offiziellen, gibt es eine Version von ihm, die sieht auch ein bisschen anders aus und sieht auch älter aus. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observed the world. Das war ein bisschen extrem. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. Indulge me. How does the God of Wisdom find my method of seeking knowledge? Extrem. It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. It can't be broken on a whim. Good. Amazing, even. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves, not to mention oneself from a different period. Also versteht er sich auch nicht mit seinen anderen Ichs, weil das verschiedene Lebensphasen sind. Since you're in the academia, why wait until now to show up? You could very well have stopped us and helped that fake god. Oder er hat darauf gewartet, dass alle Rhukkadevata vergessen. Simple. Let me ask you this.
Would any staff member ever help the subject in the middle of an experiment? It was my experiment, so why should I interfere with the results? Und was hast du getestet? The academia saw the plan to Oh, Mann. create a god as their ultimate goal. Yet you only saw it as an ordinary experiment. You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. How would you have faced your own god then? Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But you're right. And that's exactly why I'm disappointed with the conclusion of this experiment. As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Naja, seine Conviction ist ja Gelehrter sein über alles. Oh no, I certainly have my own convictions. Yes. They just don't fit your standards, that's I like... all. Ich mag diesen Satz. Ich vertrete einen Glauben, er passt doch nicht in deine Definition. Das muss ich mir merken, ist so funny. All right, that's enough conversation for today. The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment and reclaim any useful materials. Er will das Gnosis haben. Das göttliche Herz. For example, the Gnosis. Mann, nicht schon wieder. Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Besides, you have no way to use that electro-gnosis in battle. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. I'm merely stating a fact. Nur sagen, dass ich viel stärker bin als du. After all, I'm also a scholar. Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the God of Wisdom. Glaube ich nicht. Your Oh my God. hypocrisy is built on absolute confidence. Yes. I understand your scheme, but... What if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Awaken the heavenly principles? Das hat er noch nie gehört, oder? Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Teyvat and all the laws. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatui plan to deal with the consequences? Do you dare to gamble such a possibility with me? Gamble? How surprising. Das ist ein Gacha-Game, mein Freund, falls du das noch nicht wusstest. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the God of Wisdom. Seine Stimme geht wie Butter. This is a clever move. Me when I first captured your Er tauscht wahrscheinlich das Wissen, was er über die Welt hat, mit den... Das denke ich schon. As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions? Sie sucht immer nach Wissen, This deswegen... foreign Gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru. But this electro-gnosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow harbingers. Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? Price? Interesting. What price would you have me pay? How about erasing all your other segments?
So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time. Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort, requiring me to destroy them all here and now. Bravo. A suitably wise decision on your part. Das heißt, wenn er das eingeht und seine Kopien zerstört, heißt das trotzdem, dass er der Tsaritsa, der Eisgöttin, also dass der Plan der Eisgöttin höher stellt als seine eigenen Agenten, also seine eigenen Experimente und was auch immer. Das steht bei ihm sowieso schon ganz weit oben. Yes, how very interesting. Can I assume that you have long been wary of me? Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. Okay, interessant. What did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. Nahida hat schon durchschaut, dass dieses Segment von Il Dottore die anderen Segmente nicht leiden kann, weil es aber egoistisch ist. Ist aber witzig, dass er das selbst zugibt. Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Being as smart as you are, have you managed to do that? Ja, scheinbar nicht. I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions of you really that bad? I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. Do you think anyone can offer themselves at a higher price? Und das göttliche Herz heißt, das göttliche Herz ist unabdingbar wichtig für die Tsaritsa. Besides, with my abilities, it's only a matter of time until I find better perspectives. Perhaps it's best to say, you're just temporarily ahead. But what I'd like to know is, how can you be sure that I've really erased them? I can see your remaining honesty. Was war das denn für eine Reaktion? Ich ehrlich. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted than This is the end. We'll have my revenge. You'll make this moment count. You will regret this. Das war sein älteres Ich. Well, have you confirmed that it's complete? Here, take it. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of academics once again. There won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third time. Another chess piece. And where is your dendronosis? Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis of Sumeru. Wow, der handelt beides aus. Krass. Dann wird seine Herrin aber zufrieden sein. Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Oh, judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this Jetzt wusste ich's, dass es kaum Handel Since you're gegen the god Wissen. of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? People exchanging knowledge with the God of Wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the God of Wisdom's property. Weil er weiß, dass das Wissen sie dazu bringt, es herzugeben. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you,
Have you, in all your mighty knowledge, ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? Yes, Huh? we hear this. That's the secret hidden by Irminsul concerning the truth of this world. Once I finish telling you about this, it will be time for me to say goodbye. With negotiations, we've all gotten what we wanted. I'm very glad I got to meet you like this. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. Einige Tage später. Es ist vorbei. Also wissen wir, dass da was dran ist an dem Gerücht. Das haben sie uns wenigstens gegeben. Dass das Gerücht nicht ein Gerücht ist, sondern der Wahrheit nahe ist. Gibt ihr uns noch was? Außer mehr Fragen? I'm in Tenaris house. Together! Are you awake? Kali says it's time for breakfast. Come on, get up! Morgen Paimon. Good morning! How are you feeling today? Nicht so Good schlecht. to hear. It looks like we've recovered pretty well. Not even Tainari could stop us from going out now, right? Yes. An jedem Tag verloren wir während der Schlacht des Bewusstseins und wachten auf, um uns in Gandhara wiederzufinden. Ich habe gehört, dass Zaino uns hierher geschickt hat. Tainari ist sehr freundlich, aber obwohl er sich darüber beschwert, dass Zaino ständig Leute zu ihm schickt. Wir haben uns hier ausgeruht und inzwischen sind ein paar Tage vergangen. Und wir haben uns so weit erholt, dass wir wieder rausgehen können. Ich habe von Tainari und Kulei erfahren, dass die Akasha-Hauptrechner vollständig abgeschaltet wurde und die Leute von Suva nicht mehr von ihm abhängig sein werden. Das wirkt sich sicher auf das Leben vieler Menschen aus. Come on, Traveler, let's go! Yes. Die haben das iPhone abgestellt. Oh, Corley. Wenigstens eine Person, die ich gerne sehen würde. Sie war wahrscheinlich über ihre Genesung überrascht. Good morning. Looks like you're awake. Yep, yep! Guten Morgen. I prepared some breakfast today. Please have a taste. It's nice to have you here so we can eat something yummy. Das sieht aus wie Süßes. Well, now that I've recovered from Alizar, I'm feeling better than ever. I can even prepare 4 or 5 meals a day now. And Paimon bets they're all delicious. Doggo. Oh, by the way, someone brought a letter for you after you went to sleep last night. Corley mag ich richtig. Ich habe schon überlegt, sie zu leveln. Aber ich weiß noch nicht, ich muss erst meine Charaktere fertig machen. Hat Paimon das nicht für mich angenommen? Nope. Paimon wanted to read the letter with you after you woke up. So Paimon didn't open it. Alright, let's read it now. Oh, it's from Nilu. We're going to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Cyno's reinstatement as the General Mahamatra. As heroes of Sumeru, please be sure to attend. I'll wait for you. The date of the banquet is written on the back. It's in 2 days. Oh, I've also heard that you've become heroes here as well. That's amazing. Wir haben nur ein wenig geholfen. Sometimes I'm really envious of strong and confident people like you. Du bist auch toll. Oh, you're embarrassing me. Anyway, let's go to the Grand Bazaar to have a look. Oh, before you leave, be sure to inform Oh, Master yes. Tainari. Yes, I want to see him. Doggo. Der Doggo hat mich weggeschoben. Okay, er mag mich nicht.
Good morning. How do you feel today? We feel much better. How about you? Wie läuft's mit deinem Blitzeinschlag? I'm recovering well. Thanks for asking. But from the looks of it, you seem to be already busy with work again. It's fine. I'm not that busy, really. The Elazar patients have recovered, as well as Hypatia. For now, I only need to tend to my Forest Watcher duties. It seems once Irminsul started getting better, everything else started to recover too. Yes, but there are still some residual effects. The withering is one example. Though it won't spread anymore, the existing zones won't just disappear. We forest rangers will still need to do the work. By the way, we have some good news. Sino got his position back. This news is hardly new. He had already mentioned it to me before. Huh? You mean he was already here? Why didn't he come to say hi to us? He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. He just asked me a few questions and left. Then you probably already know all about the celebration feast. Yes. Celebration I feast? want to go. No, I haven't heard anything about that. War nicht eingeladen? Huh? But didn't Nilu say in her letter that they would celebrate Sino? He didn't tell you? Perhaps, or alternatively, he doesn't know about it either. Come to think of it, Sino doesn't seem like the type who'd enjoy a celebration feast. Schaut so aus, als wäre es eine geheime Party. You and Kale are both Sino's close friends. Why don't you come to the feast with us? Yes, please. Kale has taken over some of my tasks these days. I don't think she'll have time for it. Not to mention me. No. You see, some VIPs have come to the forest recently. Hä? Huh? VIPs? Very important Paimons? Vielleicht Nahida. Well, technically speaking, they are former VIPs. The sages involved in recent incidents have begun their training in the Avidya forest, and the people they had previously imprisoned have all been released. Huh? Wie geht's deinem Mentor? Yes, he's a little weak, but he isn't injured and his condition is stable. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. What? Supposedly, they were ashamed of their shallow ideologies and have decided to dedicate the rest of their lives to cultivating wisdom in the Avidya forest. Es tut mir leid, dass du die jetzt jeden Tag ertragen musst. When they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once again. Na sicher. Oh mein Gott, die sind so... As a result, work has increased for the forest rangers. That sounds really exhausting. Yes. There's nothing we can do, really. But that's another topic. Back to the matter at hand. Are you two planning to head out? Yes. Ah, right! We're here to request permission to head out. Would that be okay? Wie süß. You've recovered well. You may go, but be careful. Yay! Will do! Oh no, ist das letzte Mal, dass wir Tonari sehen. Für eine Weile. Is there anything else you'd like to ask about? Wie geht's Hypatia? Ah, yes. Thanks for remembering her. She continued her training in the forest after she recovered. As a scholar, she never slacks off. That's good. A lot has happened lately. Kale and I have been busy. But don't worry, we'll take care of ourselves. As for Sino's reinstatement, the more I think about it, the more I suspect that he just doesn't have a single clue about this feast. But this does remind me that Kale and I should find an opportunity to celebrate him as well. He has helped me a lot during this time. And you as well. Thank you. Take care. Please, find me if you need anything. Alright. Ich wollte gerne Hypatia sehen, aber ich glaube nicht, dass ich sie jetzt finde. Oder ist ja, es sei denn, sie ist ganz am Anfang. Sie hat ja immer gesagt, wenn was ist, dann komm und frag mich. Oh, wir haben eine Konstellation für Ether.
glaube ich, nichts gesammelt. No. Es wird noch ein langer Weg. Ich muss mir die Cutscene mit der Rhukkadevata nochmal anschauen, weil was sie da am Ende gesagt hat, habe ich nicht ganz verstanden. Hallo Paige, bist du da? Scheinbar nicht. Schade. Gibt es noch eine Abschlussfeier? Das war ein interessanter. Die Archonten-Quest, also wenn ich so zurückdenke, die Samsara-Sache in der Stadt, die war sehr anstrengend, aber auch einzigartig so von der Story her. Das habe ich noch nie so in einem Videospiel gesehen. Also es gibt schon so Sachen wie Zeitreisen und so ein Kram, aber dass sich das die ganze Zeit so wiederholt, war einfach anstrengend. Und ich glaube, das sollte auch für die Spieler sehr anstrengend sein, damit es so irgendwie überzeugend wirkt. Und das haben sie irgendwie cool gemacht. Und lass mir überlegen. Die Themen, die sie gemacht haben, auch das... Was ich interessant finde, ist, dass sie die Göttin der Weisheit auch mit so Träumen zusammengebracht haben. Obwohl man so davon ausging, dass Weisheit nichts mit Träumen zu tun hat. Das haben die irgendwie in ein Thema reingewebt oder so. Das war auch sehr seltsam. Eieiei. I'm so confused now. Also die Wüste hat mir auch saugut gefallen. Aber ich weiß nicht, ob mir der Teil in der Wüste am besten gefallen hat, tatsächlich. Well, there won't be any problems if the feast starts at that time. Everything has already been prepared. Shake Zubeir. Ich mag diesen Typen, der ist sehr nett. Ich mag den einfach. I finished telling things up here. Is a simple reply really that much to ask of our guests? It's affecting our arrangements. Ich hab gesagt, er ist nett. Oh, it'll be fine. Besides, it never hurts to get things ready in advance. I was thinking the same thing. The feast will be held sooner or later, Ja, right? jede Cutscene hat jetzt einen Hund im Hintergrund. Ist das Zufall? Hey, Nilu! Traveler, Paimon. We got your letter, so here we are! You're the best. The other guests haven't even replied yet. Huh? Are we the only ones that have arrived? Yeah. I had someone deliver letters to all of our guests. But maybe everyone is still busy with other things. Look, I get it. Sumeru is in an extremely important period of transition right now, but even if your friends are important figures, they shouldn't just ignore your request like this. Nilu is Sumeru's #1 celebrity after all. Na ja, ich widerspreche nicht. You have no idea how happy I am to talk to people with good taste. Aber danke. If you consider enjoying Nilu's dances having good taste, then almost everybody has good taste. Because Paimon thinks everybody will love her performance. Scheinbar so. That's right. We all think she's amazing too. Nilu is an absolute favorite among those of us who frequent the Grand Bazaar. For Outlanders, you have a great eye. Master Zubeir, let's have a vote for the most outstanding audience members next time. I think these two may win. Nonsense. It is not for us to determine the value of an audience. But indeed, we could try giving gifts to people with particularly good taste. I heard there's a device in Fontaine called a camera that can record people's appearances as pictures. Such pictures would make superb gifts. Wir hatten in ihr Computer, aber wir wissen nicht, was eigentlich eine Kamera ist. Ooh, good idea. I wonder where we can find one. Ich habe eine. I don't want you giving pictures of me to everyone. I'm satisfied just being able to perform here. There's always a lot going on at the Grand Bazaar. Yeah, and that's why I love it here. Traveler and Paimon, could you help confirm if the letters were actually delivered? Ernsthaft?
schickst du mich jetzt los? If for some reason they didn't receive the letters, then please tell everyone that there will be a feast here. I will. Yeah, we can also check out how everything in Sumeru is going now. Weißt du, wo die anderen sind? When I wrote the letters, I heard that Dia was in Port Ormos, and Alhaitham was at the Academia. As for Sino, we've only heard that he appears at the Academia from time to time. I'm not too sure about Rahman's whereabouts. My guess is that he's with Dia. As for Dunyarzad, I just hope she's feeling better. I sent her a letter, but I was afraid of disturbing her. If you have time, please ask about her for me. Okay, got it. Let's go, Traveler. No, warum mach ich einen Botengang? Warum jetzt? I'll go to the Adventurers Guild later and ask Miss Catherine if she knows how to get one of those cameras. Cameras? Yes, please do. I'm sure the audience would be thrilled at the chance of receiving commemorative gifts. It could be our special surprise that we prepare for everyone. I think it's an amazing idea. Who knows? If we take more pictures, they might even become the signature souvenir of the Grand Bazaar. And Nilou will become even more famous. Ha! It won't be long till people are fighting for front row at your performances. Die Marketing I've für heard sich that this entdeckt. camera is not just something anyone can use as they please. It must be aimed properly, and subjects should pose for the best results. Oh, should we get ready then? Perhaps we should wear something a little more appropriate. No. I think we look absolutely fine. If anything, when we pose for this, clever invention, we should just be ourselves. You really think so? Das ist interessant, weil hätten sie das Akasha, dann wüssten sie die Antwort auf diese Sachen schon. Ich habe mal gehört, es gibt eine Kamera. Oh no. Lass mich raus. Was soll das? Okay, wir gehen jetzt zuerst zu Sino, zu Alhaitham, ist am einfachsten. Nach der Quest, wo wir Nahida befreit haben, konnte man auch zwei Wachen sehen vor der Tür von Sumeru, unten auf dem Weg. Da waren zwei Wachen, die lagen tot auf dem Boden, so ziemlich K.O. Die sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr da, aber das war irgendwie witzig. Nee, die haben alle keine Akasha mehr. Das ist ja funny. Ja, die Tür ist wieder aufgegangen. We haven't seen Alhaitham anywhere. Let's ask that person over there. Ist der neue Chef in dem Laden? Hey there, have you seen Alhaitham around? Yes, it seems Scribe Alhaitham has gone to the House of Dana. You should be able to find him there. But you're already the second group of people I've seen looking for him today. He must be quite the busy man. Oh? Who else was looking for him? Mr. Cave was just here asking about him. You wouldn't believe how terrible their relationship is. And now you two are here. Don't tell me everyone's here looking for gossip about the sages. Nope. No way. We're strictly here on business. Ah, I see. Sorry, I thought maybe everyone's as interested in rumors about the sages as I am. Alright. Alright. Was ist mit Sino? Wir wollen noch mit Nahida quatschen. Sie soll mir sagen, dass sie beide göttliche Herzen weggegeben hat. Weil sie wissensüchtig ist. Das erste kann ich gut verstehen, das zweite habe ich mir schon gedacht. Aber ich wusste nicht, dass der Dottore beides aushandeln könnte.
In einem Schwupps. Aber ja, das Löschen seiner komischen Klone oder was das ist, hat bestimmt auch irgendwelche Nachwirkungen. Oh, Hatham should be around here somewhere, right? Oh? Wo ist es? He's over there! But it looks like he might not have time for us. Der hat Zeit für uns zu haben. Just put down that worthless book and tell me what happened in the academia. Howl? Ist das von Howl's Moving Castle? This is not just some worthless book. Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like this in Sumeru? It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. Just put it aside. Listen, I came back today only to hear that the sages have disappeared. Hatte gar nichts mitbekommen, der Typ. Der Typ klingt ein bisschen wie Kaya. Oh, you sound surprised. I thought you would already know the inside story. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you know already. Well, I almost became a sage. Okay, spielbarer Charakter. Oh, don't sound too surprised now. You're the renowned Kaveh, light of the Ksharawar. Besides, as a master builder and craftsman, chances are you'll be appointed as a sage too. Der hat ein Dendro, göttliches Herz. Ich mag seinen Umhang nicht. Really mean it? Huh. What makes you say that? Maybe it's because you've never said anything good about me before. Yeah, well, I share a similar sentiment. Mögen sich and nicht, anyone ja. who knows you as well as I do would surely do the Die same. sehen sich aber ähnlich. Die sehen sich ziemlich ähnlich. Die haben sogar beide so Eyelashes. Oh, you... See? This is why I hate discussing anything with you. Your ridiculous and arrogant attitude always gets in the way. Die haben auch beide graue Augenbrauen. Was ist da los? It seems that you really can't stand my personality. Ha! What was your first clue? Well, then you might as well move out of my house. Ja, die leben zusammen. WG-Part. Okay, das wird jetzt interessanter. Are you threatening me? Stooping to a new low, I see. Ugh, and don't change the subject. You, a sage? What a joke. The academia might as well just close tomorrow. Was haben die alle für Probleme in der Akademie? Are they having a fight? Wir warten einfach ab. Forget what's going on with the academia. Haven't you been busy with your construction project? Tell me, when are you going to build yourself a mansion? Don't get me started. I get angry just thinking about it. So, what great building did our master architect work on this time? Warte mal, wie... Ist das der Typ, das... Like I need to tell you. Keep your nose out of my business. Was hat er gebaut? No, I think we deserve to know. Where were you when Sumeru needed you most? I was in the desert for a large project, but considering Haravatat's utter ignorance of architectural and aesthetic matters, you probably wouldn't understand. Which is truly unfortunate. I can only pity the man who doesn't understand the first thing about beauty and romance. Hold on, wait a second. What do you mean by when Sumeru needed me most? Der hat überhaupt nichts mitbekommen und ja, die sehen sich auch sehr ähnlich. Auch das Design und die Handschuhen. I don't know. Warum lebt ihr zusammen, bitte? While you were out fiddling around in the desert, many people came together to save Sumeru from a crisis. Ha! And you think I'd believe that? Look, all you really need to know is that Azar and all his accomplices have all been overthrown. Huh? What nonsense are you talking about? It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my Darshan was the one trying to apply for funding from the Grand Sage. Oh mein Gott, könnt ihr aufhören? Kann man das überspringen? Yours, though, on the other hand. You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on here. You're dead if I find out you're lying to me. Sonst würden die einfach die Akasha fragen. Also würde die Akasha einem einfach eine Antwort geben, was los ist, aber jetzt geht's nicht mehr. Wie alle mutmaßen sind, das ist ja ganz refreshing. Hallo El Hatham, Mastermind. Hey, Hatham. Oh, it's you two.
What's the matter? We're running some errands for Nilou. Have you received her letter? Letter? Nilou said she sent out a letter inviting everyone to a celebration feast in 2 days at the Grand Bazaar. We'll also be celebrating Zaino's reinstatement as General Mahamatra. If she addressed the letter to all Hatham of the Academia, then the letter should have gone to my office. I've been busy these days, so I haven't had time to check for any new mail at my office. I only now have some free time to attend to personal matters. Have you always been so busy with your work? Of course not. I'm only busy these days because several sages have been dismissed recently and the whole Academia was practically turned upside down. Ich hoffe, alle wurden dismissed. Tainari told us they all went to train in the Avidia Forest. That is already the best possible ending for the likes of them. Yes. 4 of the 6th grade sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order to pull it off, they even imprisoned the other 2 rational sages. To imagine such things could take place in the Academia. Also treffen wir die anderen 2 Weisen dann noch? Das I don't know where to begin. Yeah, you're right. Huh. Feels kind of strange to hear them called that after all this time. But then again, the 6th grade school sounded pretty impressive too. Yes, at least that's how they're supposed to sound. It's said that when the Academia was first founded, the Dendro Archon herself established the 6 great schools, each representing one of the 6 different types of wisdom. Numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans, attaching themselves to the 6 great schools, have stood the test of time and obtained permanent seats in the Academia. I'm not interested in institutions. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools, and the leaders selected for the schools are the 6 great sages. Among the 6 great sages, there is one central leader, the Grand Sage. Not sure if this is a good idea. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. They were imprisoned for opposing Azar and were only rescued after Azar's downfall. Der Weise von Lebenskunde ist der Meister von Tainari und Ursachenlehrer, das wäre auch interessant. So who's managing things in the other 4 schools now? Do they need to find someone new? Yes. Normally, new sages are selected based on a strict set of criteria. Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumeru. Der wird das nicht machen wollen. Der will mich sein eigenes Ding durchziehen. Yes, about that. You didn't let me finish my sentence. The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage in place of Azar and help Lesser Lord Kusanali manage the Academia. But I refused. Huh? But why? Can't you be a little more ambitious? I'm not even interested in being one of the 6 great sages. Like I said before, I don't like being a leader. Oh, all right. So are you busy these days trying to find others to take the job? That's not my job either. I'm only responsible for handling important affairs within the Academia before the new sages take office. SB Gene. And the first thing I'll do is reject Kasharawar's application for funding. Boah, das ist gemein. By the way, who was that other person just now? Is he your friend? Do we look like friends? Paimon doesn't know. That's His name is Kaveh, my roommate. Roommate? You could say he's the representative for Ksharawar scholars. Which is exactly why he always has so many problems. Na, der lobt sich wieder selbst. So everything that's happened recently must be a huge change for the people of Sumeru. Viel Glück dabei. Such is the work of the Academia Scribe. Kannst du einfach deinen Brief lesen und zur Party No kommen? matter how busy you are, since you are our planner, remember to attend the celebration feast in 2 days. Alright, I'll see you there. Ohne Al-Haytham, keine Ahnung, glaube ich nicht, dass die Sumeru retten können. The House of Dana is the last quiet place in the whole Academia now. I was originally planning to stay here a little longer, but there's a chance that Kaveh might show up again. Tuh, what a nuisance. I'd better go somewhere else. Hormus, also es gibt eine Reihenfolge, die wir einhalten müssen. Ich habe keine Wahl.
Putte, putte, pum. Putte, 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 pum. Dia, komm bitte zur Party. Und rede nicht so viel mit mir. This is Port Ormos. Now where could... Ooh. Is that Paimon I hear? Ich höre die jeden Tag. Huh? Oh, it's been a while. How are you doing? Junior Dad! It's been so long since we've seen you! Ich mag die Musik voll. Die ist voll hyper. Geht es sehr gut. I'm doing well. I can go as far as saying I have never been happier in my entire life. I don't know if you've heard, but Elazar has completely disappeared, and all the patients have recovered. You kidding? Knowing them and the connections they've got, I'm sure they've heard about it. Du warst also hier. That's right. My lady is feeling better now, so I'm accompanying her for a walk. Why do you still call me that, Dia? You've already informed my father of your resignation. I guess I'm just used to calling you my lady. Old habits die hard. Resignation? You mean you're quitting? Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard for the Homayanis. Komm mit uns. Wir brauchen dich. You know that my parents and I are fond of you, and that we appreciate you very much. I'm not a woman that's easily persuaded. You should know that by now. When I took this job, I had already decided that I'd quit as soon as you'd recovered. It's time for me to get back out there and chase that horizon. So what are you gonna do now if you're not gonna be a bodyguard anymore? I want to take a risky job and put my body to the test again. Huh? But we literally just finished one of the most dangerous jobs ever! Are you getting bored already? I know. If I hadn't joined in that plan with you, I wouldn't have come up with this idea. I guess I still get fired up by that feeling of going all out in a fight. It made me realize that I'm still a mercenary through and through. Life is short, and I'm happy that I got to be a part of that operation. But the whole thing also made me realize that there are still many problems in Sumeru. And as a desert dweller, I'm still not completely ready to settle down on this side of the wall. Well, I remember a friend had someone bring you a message. You mean I'll hate them? I didn't expect him to still remember that. I thought he was joking. Al-Haytham hat sie wahrscheinlich eingeladen zu studieren. We just came from talking with Al-Haytham at the academia. Did he tell you that he suggested that I come work at the academia? I thought if you would. What? I heard that Azar and his cronies fell from power, and Al-Haytham told me that now was a good time to find a job in the academia. But only if I wanted to. Whoa. Paimon can't see you being anything other than a mercenary. Me neither. But I think Dia would look great dressed up as a scholar. Ugh, forget about it. I wouldn't last 10 seconds in there. Al-Haytham probably just liked the way I worked and knew I'm good in a fight. So he suggested I find some work in the academia. Ja, der hat einfach gemerkt, dass sie schlau ist. If you take him up on the offer, Sino might actually agree and let you become a Matra. Because you're super amazing. The Matra have all the talent they need as long as they have Sino. I prefer to be free to live however I choose. In fact, I chose this job from the very start because I knew it'd be right up my alley. Even if being a mercenary means facing all kinds of danger. A lion has to return to the wild sooner or later. If anything, being your bodyguard has been unfamiliar territory for me. I don't want to see you go, but I'll respect your decision. I'm glad to hear you say that. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never meet again. Das passt zu ihr, nicht wahr? Once the whole Dendro Archon thing is settled, everything in Sumeru will take a turn for the better. That makes me happy too. But a peaceful society will probably mean less demand for mercenaries like me. Before long, we'll be a dying breed. So I'd better get to work while I still can. Huh? But wait a second. Sie You wird... make it sound like you're leaving now. Ist er ein Pirat? Well, no, not yet at least.
I promised my lady I'd stick around until next week. Okay. Ich möchte gerne einen Armreif haben. Das sieht cool aus. So, have you been in Port Ormos this entire time? We were wondering if you had received a letter from Nilou. Oh, did Nilou write to us? Oh mein Gott, die Post ist noch schlimmer in-game als außerhalb des Spiels. She heard that you were seen in Port Ormos, so she sent the letter here. Huh. It was probably sent to the inn that we're staying at. My lady has been very energetic lately and keeps taking me on hikes, staying out even into the night. By the time we get back, the receptionist is usually off napping on the job. Right, and we tend to leave quite early in the morning, so the old man on duty is also usually dozing off. So what it really sounds like is that the person on duty is always asleep. I bet the letter's at the reception desk. I'll go check later. No wonder there wasn't a reply. You never received the letter. Good thing Nilou asked us to come and check on that. Nein, Paimon, sag das nicht. Wir machen schon wieder solche Ausflüge. Sorry to make you two come all the way out here. It must be something important for Nilou to specifically write to us like that. Ja, es gibt eine Party. Yes. She said they were preparing a victory feast in the Grand Bazaar, and will also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. Great! I'll be sure to attend. Count me in too. But is there some sort of dress code No. or anything for the... Since it's being organized by Nilou, I don't think she'll be too picky about Crop that. tops are okay. All right. Komm einfach mit. The feast will be held in 2 days, so don't forget. Sure. Thank you so much for letting us know. We'll see you there. Oh, by the way, do you happen to know where Sino and Raman are? The General Mahamatra always comes and goes without a trace. Normally no one knows his whereabouts. Oh. But last time we met, he mentioned that he had something to do in Aru village. You can try your luck there. As for Raman, your guess is as good as mine. I only remember he said that he had something to discuss with Sino. You can ask Sino when you meet him. Don't mention it. You better get going. Nicht ganz. Nicht ganz so schnell. Ich muss noch mal mit denen reden. Abschlussgespräch. Und wir können mit Dunja ein Foto machen. Das müssen wir machen. Ich habe nie ihr Bilddings fotografiert im Gesicht. Ich gerade die Augen zu. Okay, danke. Oh. After recovering from Elazar, everything seems so different to me. Yeah. You need to be stronger than an ox to take life by the horns. I think I've heard you say something like that before. But today, I finally understand what you mean. Is there any place you'd like to go? I can accompany you. What if I tell you that I want to go to the desert? Fine by me. If we go to the desert, I can introduce you to my friends there. But we should prepare and get everything we need before setting off. No, Venti. Ich will ja die Quest Let's go. spielen. I'll go pack my luggage now. After we're done with the feast in 2 days, we can go have fun in the desert. We have fun in the desert. You can count me in. Das ist schönes Wetter, Fotos zu machen. Das sieht cool aus. Paimons Lichter sind auch da. Okay, Fotoshow. Ich halte mich zurück. Dann können wir ja nochmal mit Candice reden. Die war ja nur Teilzeit bei uns im Team. Ich habe ihre Talente noch nicht voll gelevelt. Ich hatte noch keine Zeit. Ich habe erst Traveler gemacht und dann noch ein bisschen an Bedo und an Noel. Mir ist gerade der Name nicht eingefallen. Noel ist noch gelevelt, weil Noel ist schon eine Weile C6, aber ich habe dann vergessen, dass ihre Talente sich erhöhen auch in den Stufen und dass man das noch nachleveln muss. Oh, Entschuldigung, dass ich störe.
Noch tiefer? Nee, hier ist Sino. It's been a while since we last visited Aru village. Ah, there's Sino. Hello. Long time no see. What brings you here? We recovered well, and Tanari agreed to let us leave, so now we're out and about again. It seems Gandharvaville's medical treatment is still as good as ever. And Tanari is recovering well, too. That's good to hear. Yeah, you're the one who brought us to him. Danke, dass du uns getragen hast. Right? You're welcome. Tainari has excellent medical skills, and Kale is quite attentive. It was the best place for you. But why are you just standing here like a dead tree? I'm meeting some people. Oh, you mean Candace? I've already talked with Candace and the village chief. They're still at the usual place. You can go there if you'd like to see them. Yes. But you know one of the people I'm meeting as well. Raman? Oh, by King Deshret's blessing, my friend suddenly appears in the desert. Die Blauhaarige. Don't tell me you've run into trouble and need us to help now. Roman! And... huh? Sataria? Oh, you know me? Ja, stimmt. Wir haben noch nie mehr persönlich mit ihr geredet. Oh, well, you're pretty famous in the academia. Don't worry, these are our friends. No need to be so guarded. I see. Wie läuft's denn so? I'm doing well. Machen wir Smalltalk. Many good things have happened recently. Same here. Really, I feel that my whole life has started to shine after suddenly finding a new direction. Oh, tell us everything. Palmer, nicht noch mehr Smalltalk. Yeah, you go ahead. Alright, well, I suppose I should start by saying I've decided to leave the academia. Gott sei Dank. What? It's not that I've given up on being a scholar. Instead, you could say I've found a new identity. Ich rate mal, sie ist Lehrerin in der Wüste oder so. I will no longer pursue research like a typical scholar, but I have not completely given up on my relationship to knowledge either. I can see what you're saying now. What do you mean? I plan to leave the academia and return to teach here in the desert. I knew it. I knew it. Wow, so you want to become a teacher? Passt auch besser. Sataria will return to support education here and teach people from the desert. She can't teach everyone on her own, but there are many of us Eremites all over Sumeru. She came to discuss a collaboration with me and hoped that I could bring her ideas to the Eremites. Yes, it's my hope that the Eremites can help me select a group of smart people with the best aptitude for teaching. I'll teach them, Selektion. and after they've finished learning from me, they can go educate more people. That is the true meaning of education and the spreading of knowledge. The people of King Deshret suffer from sandstorms, exile, and ignorance. Miss Sataria is more than welcome to come teach here. Her arrival is like a star shining in the desert night. The stars have always guided caravans, thieves, soldiers, and travelers. Stehst du auf sie oder was ist hier los? They lead those in the dark out of trouble and back to safety. Dem gefällt die Idee, weil er selber durch Unwissen viele seiner Taten ausgeführt hat, wo im Nachhinein sich herausstellt, dass alles Quatsch war. Deswegen denkt er, es ist eine gute Idee. Oh, please. Where's all of this coming from? I'm Where starting to is feel it a coming little from? embarrassed. You deserve these compliments. Mercenaries are accustomed to danger and don't fear death, which is why we recognize extraordinary actions that common people would easily overlook. Was geht hier ab? Sataria's idea will bring much good to many people. At first, I feared it was destined to fail. Everyone knows that the academia doesn't allow scholars to teach in the desert without permission. What? What? Das ist ja eklig. As you know, all knowledge is I under don't their like that. surveillance and control. Yes. And very few desert dwellers are as lucky as me. But what I heard at that time has been Sie ist also haunting my heart, Quotenausländerin as gewesen. if there were lightning bolts constantly bombarding my soul.
Sataria, you tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the... Sataria, why haven't you gone home? Never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. Miss. These words sparked something in me, and I knew that I had to bring something back to my people after going home. Ich mag sie, ihr Design ist voll cool. I gathered up the courage to approach the Grand Sage, only to find that he was no longer at the Academia. Wir haben alle Lord Sino Hindernisse told me that beseitigt. Azar didn't belong there anymore. Ich frage mich, ob wir den im Wald treffen können. Azar has received much needed punishment. Though, if you ask me, it may have been too light. Ja, finde ich eigentlich auch. Lord Sino helped me obtain permission to leave the Academia for the desert, and accompanied me here to discuss collaboration with members of the Eremites. My plan was able to go smoothly thanks to him and Rahman. Ja, ich glaube, was Sino sagt, das bin ich auch der Meinung, die haben die in den Wald geschickt, für immer. Aber die Leute, die im Wald wohnen, die haben die jetzt am Hals. Also bestrafen wir die auch mit. You're all doing so much for the desert. Aside from that, I also have some other business to discuss with Sino. What else? Lesser Lord Kusanali has allocated many resources to support and develop the desert. I've done some business for her, and part of it required the assistance of the Eremites. I applied for a few batches of educational materials from the Academia, and sent them to several groups in the desert, as instructed by Lesser Lord Kusanali. That's exactly what the people here need. Physical books and other related items. Apart from this, the Academia is also recruiting scholars that are willing to teach in the desert. I'll let you and Sataria know as soon as I have any more news. We must be persistent about this, and maintain these resources to ensure long-term effectiveness. This is the first time in hundreds of years we've had a glimmer of hope. I think this may be the turning point for the desert. Remember these words. Here lies our faithful priest, Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. I hope people with wisdom like that priest will rise again among the desert dwellers. Then we'll once again see the wisdom and glory that once shook the world. Nee, sie haben halt die also die Restriktion auf Bildung ist immer... Enough about us. Zum Are you here to Aufregen. discuss some business too? No, not at all. We're actually here on behalf of Nilu. Nilu wanted to write to everyone, but she wasn't sure where the letters should be sent, so she asked us to come find everyone personally. A celebration feast will be held in 2 days at the Grand Bazaar. She hopes that all of you will be able to attend. Sie verlangt es. At the feast, we'll also be celebrating Sino's reinstatement as General Nein, Mahamatra. Paimon, erzähl das doch nicht. Although, judging from your appearance, it seems you've already been reinstated. Paimon thought you would only start working for the Academia after the feast. Celebration? Feast? Paimon, du redest zu viel. It's the first I've heard of it. Vergiss es einfach. Tainari was right. He really didn't know. This feast is for you, Sino. It's rare to see that kind of expression from Lord Sino. You must not like feasts very much. No, not really. But I'll go. Well, I still have a lot to handle Ich here. komm schon. Besides, I need to look after Miss Sataria in the desert, so Holy. I'll have to pass. I'm afraid I won't be able to join you. Although, if you'd be so kind, please give a message to Miss Nilu for me. The message is, I'm sorry for how I treated you before, but now I understand the beauty of your dance. It's like a light shining in the sky. Aww, you and cute. the art you symbolize are not only beautiful, but also lively and powerful. So much so that it was prohibited. Please keep dancing, and someday I'll be able to appreciate your art in person. Okay, we've got all that down. Paimon merkt sich jeden Satz. Wir werden es auf jeden Fall Our weiterleiten. job here is complete as well. Oh, Sino, remember, party's in 2 days. Got it. Yeah. Foto!
Ah, wir müssen Candice nehmen. Das passt besser. I promise to keep you safe. Rahman, du könntest nur ein bisschen näher rücken. Passt nicht in mein Frame. Okay. I think we are done. Entschuldigung. Anyway, our preparation has been going smoothly these days. Can such good things really be happening in the Yes, desert? just believe it. Even if you can't bring yourself to believe it. Indeed. Take it one step at a time. There is still a long journey before you. What heartwarming words. I take this. I wait till übermorgen. Then... Das werde ich nicht tun. Im Grunde wollten die uns einfach nur die Conclusion zeigen, das Endergebnis von jedem Charakter, der bei uns mitgemacht hat. Ich habe vergessen, wie viel Uhr. Nur einfach erstmal übermorgen, das reicht. Uhr, 19 Uhr, okay. Das reicht doch nicht. I want some food. Today's the big day! Let's go to the Grand Bazaar! Selbst am Rande der Zerstörung ist ein Neubeginn immer in Sicht. Weil ich mich hab töten lassen. Ich konnte es nicht verhindern. Ich frage mich, wie das auf Level 90 ist in der Standardsphäre, der Boss. Ich hab ein Foto geschossen. Ich hoffe, das speichert. Everybody's already here! Looks like we're the last ones to arrive. I'm here. Sino klingt super begeistert. Ah, there you are. Well, look who finally decided to show up. You look like you came here immediately after finishing up some work. I'm very happy to see you here. But we're not late, are we? It's just that everyone else arrived ahead of time. I propose that the last one who arrived be put in charge of today's speeches. Hey, yeah? Nah, there won't be any speeches today. Oh, really? Well, even better. Come join us over here. Let's share some great food and drinks, and chat about all sorts of fun things. Everything looks quite good. Ich will Granatapfel. Wow. I love I Granatapfel. can't wait! Traveler, just look at all the delicious food here. Die Vorbereitungen sind also alles köstlich, alles läuft am Schnürchen und die Ausstattung war ein Augenschmaus. Alle Beteiligten genossen das Festmahl und durften sogar einer Vorführung von Nilo und ihren Freunden vom großen Bazar beiwohnen. Das Bankett war so bestechend wie ein Traum. Wow, it's so delicious. Paimon ist so ein Karnivore. Tastes amazing.
The food was specially prepared for you by everyone in the Grand Bazaar. And we have gifts that were sent by the residents of Sumeru City when they heard we were holding a feast. Everyone that came said that you saved Sumeru, and wanted me to thank you all on their behalf. Ah, feels kinda nice to be seen as a hero. I could get used to this. Being a bodyguard is also a hero's job. You've always been amazing, Dia. My lady sure has a way with words. Thanks. I'm glad to hear it. And I'm happy to meet everyone that participated in the great plan. A great Don't plan. mention it. Ah, Come ja. to think of it, we've really done something impressive together. It's unbelievable. Ja, diesmal hat der Hauptcharakter nicht viel gemacht, weil er hat einfach zu viele krasse Leute rekrutiert. Und die haben dann alles gemacht. We owe it to our abilities. Really? Why do I remember everybody thinking that luck was... That's how I remember it too. Es hat einfach geskippt. It's luck that brought us together, and it was luck that let us form a team. Then, it took even more luck for us to formulate a plan and implement it successfully. Mhm. Dass du das so siehst, hätte ich nicht gedacht. Moreover, judging from the results, everything worked out well. Yeah. Everyone gave it their all when it mattered most. It was almost like a performance. Okay. We took the stage and put on our best show. Everyone played their part. And thanks to everyone's efforts, the performance was a great success. Wenn man so von oben schaut, dann sieht man, wie viele Muster in den Items ist. Also in dem Teppich, in der Schale, im großen Teppich, dann hinter dem viereckigen Teppich. So, die haben alle so viele nice Muster. Das ist voll hübsch. So, would you say we're good actors too? Sure. It's such a blessing that Lesser Lord Kusanali was able to return to power at the Academia. Yes, even after being abandoned and neglected so many times, she's finally returned. Zurückgeschafft? Uh-huh. Lesser Lord Kusanali once used all her power in a great disaster, which resulted in her losing all her wisdom and memories of the past. The Academia basically abandoned her because of it. Oh, also die neue Version, nachdem alle Rhukkadevata vergessen haben, ist es Kusanali, das die ganze Zeit war, was auch nicht ganz falsch ist. Also passt schon. This should be something everybody should remember. Huh? You look surprised. Das Gesicht. I didn't say anything wrong, did I? Nö. No, everything you said is correct. Also sozusagen, ich finde es nicht mal so schlecht. Das heißt nicht, dass die Geschichte verloren gegangen ist, sondern einfach die Person wurde ersetzt. Something wrong? Sei, du merkst schon, was los ist. Nein, alles bestens. Yeah, what's with that face? You knew all of this already. Ich bin nur etwas abwesend. Even if those two giants of the Academia are here, I still have to say it. Those sages really have some nerve. 500 years ago, Lesser Lord Kusanali used all her power for the people of Sumeru. And what did they do in return? Sieht aus, als hätten sie sich ihre Erinnerungen und Kenntnisse zur Geschichte von Sumeru verändert. Weil die Herrin Rhukkadevata in Vergessenheit geraten ist. Deswegen können sie wahrscheinlich nicht nachvollziehen, warum die Sages sie eingesperrt haben. Sie glauben, dass es immer nur einen Archon in Sumeru gegeben hat, die niedere Herrin Kusanali. Ich bin die einzige Person in Tevat, die sich an die höhere Herrin Rhukkadevata erinnert. Als Zeuge sollte ich ihre Wahl respektieren und ihr Geheimnis hüten. Zhongli hat mal gesagt, dass der Ether ein Beobachter wäre. If you bite the hand that feeds Das hab ich auch you, nicht verstanden. don't act surprised when it turns into a knuckle sandwich, right, Sino? Perhaps I shouldn't say this, but their treatment of Lesser Lord Kusanali calls for a more severe punishment. You could simply tell Lesser Lord Kusanali that you wish to have Azar and his accomplices severely punished. Das ist schon wieder so ein schönes Muster in dieser Vase. Oder nicht nur eins. I Ich mag das. respect our deity's decision, and while we're on this topic, why didn't you accept the Academia's invitation to become the Grand Sage? Haben wir schon geklärt. Hat Are keinen you Bock. trying to say that I'm fit to be a sage? Not at all. But every person handling the selection process has said that you are the most suitable candidate to lead the Academia right now. Why? Because he dethroned Azar from power? Could you try to put it another way? This is a good thing, yet you're making it sound like I overthrew Azar for my own personal gain. But seriously though,
I always wondered if you had some personal motives behind it. Er wollte freier studieren und wollte nicht eingeschränkt mehr sein. Das ging ihm auf den Keks. I did have my own motive, but it had nothing to do with being a sage. If the rules of our nation were suddenly cast by the wayside, then it wouldn't be long until chaos ensued. I had no intention of letting their dreams disrupt my life. By that, you mean your life working as the Academia's scribe? Precisely. Wait, is that all? Er hat einfach nur sein Leben beschützt. So, Also, that's the only reason why you joined us and came up with all those plans? das ist doch ein wichtiger Grund. Ich verstehe, warum alle verwundert It's sind. reason enough. Jo. You've certainly got quite the personality. You flatter me. All right then. How about you? You've already resumed work as the General Mahamatra, right? That's right. Will you be happy with that life? It's not about being happy. There are merely a lot of things that I must do. Der Sino hat, hat nichts damit zu tun, glücklich zu sein. Er bestraft aber auch gerne Menschen. Even so, keep your spirits up and try to be happy, okay? And try to smile more every day. I don't just think like I'm doing now. That's not gonna happen. Thank you. I'll keep that in mind. But that's all. Ich habe mein Foto noch. Okay. So, let's talk with every guest again. My lady, the grilled meat over there is... Yes, I also tried some fruit just now. What an amazing place to relax. You said it. Oh, look who else is here. Ja, hast du auch Augen für mich? Oh, I'm so happy Nilou invited everybody. Oh, now I have the chance to meet all the heroes. Hey, less of that polite chit-chat and more eating and drinking. The feast is about having fun, not stuffy formalities. Ihr redet nur übers Essen. Ich werde gezwungen, mit euch zu reden. Hallo, Sino. The atmosphere here is good. And everything is delicious. Du bist ein seltener Anblick auf einer Feier. Woher will der das wissen? Yeah, I don't often come to such places. But it feels quite good. I have a lot to handle these days. Otherwise, I could show you around. Schon gut, wir kommen auch klar. There's always next time. More. This feast is pretty good. I like it. Oh, er hat das schon zweimal gesagt. Das ist ein gutes Zeichen. War kein Reinfall. There you are, traveler. Yes, ich tanze auf dem Tisch. Well, how is it? Are you enjoying the feast today? Danke für die Einladung. That's good. It's the first time I've ever invited so many exceptional people to one place. You see, every guest here is quite extraordinary. It's unbelievable that we've got everyone together here. Almost like a fairy tale. Make sure you live it up tonight. I'll be happy as long as you're enjoying yourselves. Oh, ich möchte dir etwas verraten, Nilo. Du hast Nilo erzählt, was Etaria gesagt I'm hat. honored to have her think of me this way. If I have a chance in the future, I would really like to invite her to one of my performances. I can't explain why, but I just feel elated right now. Thank you. Oh, Nilo gefällt mir so gut. Ah, das nächste Mal, wenn du kommst, dann holen wir sie. There you are, travel. Well, how is it? Are you enjoying the feast today? That's good. It's the first time I've ever Ah, sie wiederholt sich. Make sure you live it up tonight. Yes. I'm honored to have her. Ich habe eine can't explain Samsara. why. Ich wünschte, ich könnte Paimon rausholen, damit ich sie auch auf Fotos kriege, aber das ist nicht möglich. I seldom participate in such lively gatherings, but the atmosphere here is quite good. No. This gathering today has a unique meaning. The Grand Bazaar is lively because the people here feel happiness from the bottom of their hearts.
That happiness is an emotion that'll be forever alien to those bookworms who have driven themselves insane by studying. I seem to have taken both keys when I left the house. Oh well. Der andere kommt nicht mehr ins Haus rein, wie gemein. Er hat das mit Absicht gemacht. Everybody's happy und ich träume von Nahida. Hey, what's wrong? Your head is starting to droop. Oh, ich werde etwas müde. Ich schlafe gleich ein. Hey, you can't just fall asleep here. Paimon will go find something delicious for you to eat. You'll wake up once you've put something yummy in your tummy. Paimon-Logik. Wirklich? Of course. Just wait here for Paimon. Oh, ich will auch eine Paimon. Sie nervt ein bisschen, aber sie ist schon funny. Ich bin so müde. Habe ich nicht gut geschlafen? Oder habe ich mein Bäuchlein zu voll geschlagen? Ich glaube, die wollen irgendwie den Leuten Angst machen, dass wir jetzt wieder in Samsara sind. Huch. Wer ist da? Die Zeit ist... Oh mein Gott, Alter. Nein, don't do this. You may blame me for being a bit too self-indulgent. I was thinking about talking with you, and the next thing I knew, I had made a connection with you. The connection between us is amazing. It's like flora and the fence it grows upon. Brauchst du Hilfe? I heard there's an amazing celebration feast today at the Grand Bazaar. I wanted to have a look for myself, so I snuck in. Lately, I've been so busy dealing with all the fallout from recent events, so I really haven't had any free time. Although you've already helped me with a lot, there's still one more thing I hope you can help me with. What? Was ist los? Please say thank you to everyone for me. Ach so, okay. Nahida, am besten du sagst es ihnen selbst. Komm doch einfach runter. Oh, is it not convenient for you to do that for me? Manche Dinge muss man selbst erledigen. But if I just show up all of a sudden, people will become all quiet and stiff, won't they? Wow. Sie hat immer noch so... immer noch so ihre Schiene. So, egal wo ich hingehe, man will mich nicht, weil ich als Kind abgelehnt wurde. So irgendwie cute. Nichts wird passieren. Alle wollen essen. Let me think about it. Okay. Okay. Did you make up your mind? Yes, I have. Dann ist gut, hä? Oh nein, sie benutzt meinen Körper. You said I should go thank everyone as myself, right? So... Oh. I've decided to borrow your body for the time being. Please don't blame me. The flora also climbs up to the fence to get closer to the sky. Versprich mir, dass du nichts Komisches sagst. Oh Gott. Was ist passiert? Eine Rede. Everyone. Oh. Are you awake now? Paimon was just about to bring you the food. Ich glaub dir nicht, du wolltest alles selbst essen. Huh? That voice. Nahida? Hold up. What's going on? I didn't expect to have a conversation with the consciousness of Lesser Lord Kusanali in the Grand Bazaar. Interesting. Is this also a part of the feast? No, of course not. Are you... Lesser Lord Kusanali? Hello, Nilu. You know who I am? Yes, I already know every one of you. Nilu, Alhaitham, Sino, Dia, Paimon, and Dunyarzad. Lesser Lord Kusanali? I took the liberty of occupying the traveler's body so that I could thank all of you in person. Thank you so much for rescuing me,
Even if that meant placing your own safety in peril and taking the risk of becoming enemies with the academia, the sages, the doctor, the balladeer, and even the entirety of Sumeru. Without you, without any of you, I would have been in a much more difficult situation. Had you not helped me to resolve the crisis, not only I, but Sumeru and even the entirety of Teyvat would have suffered great misfortune. People refer to you as the heroes who managed to rescue a god. I'm quite fond of this name. It not only explains your identities, but also bears witness to your relationship with me. Please, allow me to present to you my most sincere gratitude. Lesser Lord Kusanali, you have done so much for Sumeru, and I didn't even have a chance to do anything for you. Nee, hätten wir sie nicht auf der Straße getroffen und hätte sie uns nicht angesprochen, wäre das gar nicht alles passiert. The suffering you endured during your illness is also proof of you being with me and praying for me. Thank you. You don't need to be so ceremonious. It's always been my duty to protect you. This is how the relationship between the Academia and Dendro Archon should be. We just did what was necessary and set things back on the right path. You're an Archon, but you act so humble. You really... I'm honored to have been able to take part in this plan. I hoped you liked the dance I dedicated to you. Thank you, all of you. Thank you so much. Es ist vorbei. Siehst du, ihr habt doch gesagt, dass alle sich freuen, dich zu sehen. Oh, sie ist so cute. Die Herzen der Gäste sprudelten vor Happiness. It's the end. Okay. Wo teleportierst du mich hin? Ich habe wenig Kontrolle irgendwie über den Traveler momentan. Are you awake? Ja. Did you rest well? Immer aufwachen. Das geht. After Nahida left, you ate a lot of food. You've become a glutton. Ich bin nichts im Vergleich zu dir. That just means you still have a lot to learn from Master Paimon, the Sage of Gluttony. Alright, since you're awake now, should we go and have a chat with Nahida? Yes, She should be in the academia right about now. If you have any questions, now's your chance to ask. I have so many questions, but I don't think I can ask everything. Okay, lass uns teleportieren. Aber diese Abendmusik in Sumeru, die habe ich sogar in der Playlist gespeichert, weil die mir richtig gut gefällt. So richtig Einschlafmusik. Dim, dim, dim. Ich will wissen, was sie meint. Warum ist das Verhältnis von Nahida in dem Traveler anders als bei den anderen Archonten? Und sie weiß ja viel über Fate, also das Schicksal, oder wie sie das alle nennen. I want to see it. Ich möchte das Ende sehen. Krieg ich noch besser hin. Yes, perfekt. Let's have a chat, my Hello, Traveler and Paimon. What a fantastic night. I'm still immersed in all the happiness and joy, like a candle floating on water. So are we, and that's why we're here to talk with you. Is there anything you want to know? Oh yes, do you know where my sister is? What is with my sister? Oh Gott. Okay, keine Schwester, aber über die Akasha. After recent events, the Akasha can no longer function as it used to.
I've given it some thought, and have decided to shut it down permanently. But this is definitely not a bad thing. Even from the beginning, I've been planning to shut it down. The Akasha's centralized administration of knowledge has always restrained people's curiosity and curtailed the number of paths available to them. I don't think this is good for Sumeru. Although people may initially feel a little uncomfortable with the loss of the Akasha, they will soon understand that this life is more suitable for them. And as for the future of Sumeru, I'm preparing to regain control of the academia. The former sages have received their punishment, but the new sages have yet to be selected. I will oversee the process personally. I hope that the new 6th grade sages will be more focused on academics. Sumeru needs such leaders more than ever. The other big issue is the people of King Deshret. All the residents of the desert, in fact. They have been mistreated for far too long. Ja, auf jeden Fall. Sehr I've lange. already taken some measures to address this. It will take some time to rebuild everything, but no matter if it's culture, friendship, or trust, we will rebuild it. Was passiert denn, nachdem ich an jedem Tag eingeschlafen war? You mean, what happened after the doctor put you to sleep? Sag uns, ob er das göttliche Herz gestohlen hat. Not exactly. The top-ranked Fatui Harbingers, up to number 3, possess power comparable to that of gods. I was no match for him in that kind of situation. However, in spite of the bad situation, I still managed to make a fair deal with the doctor. I'm sure you remember the entity that changed your fate, the Heavenly Principles. Mhm. In fact, the Heavenly Principles has been quiet since the Conria disaster 500 years ago. I used this point as leverage against the doctor. Das ist sehr interessant. Also das finde ich sehr interessant, dass die himmlische Ordnung seitdem das mit Kanria passiert ist, gar nichts mehr so einen Mucks von sich gegeben hat. Das ist bestimmt kein Zufall. I told him that the Heavenly Principles may be awakened if I destroy the Gnosis. Although it's just a bluff, he still fell for it. I assumed that the Heavenly Principles wouldn't just stand by and let such extensive damage to its laws take place. And as for what I exchanged for the Gnosis, the exchange served as both punishment for the doctor as well as a boon of new knowledge that I couldn't refuse as the god of wisdom. He's still in a coma. I've hidden him like how one would hide a feather. Er ist bewusstlos. Der ist ja auch im Kopf aufgeschlagen, falls ihn keiner I aufgefangen know hat. you have many misgivings about him, but as someone who had become a god, he has retained a number of very useful features. Don't worry, I'll keep an eye on him and make sure he doesn't do any evil. In addition, there are still some mysteries left in him. Some things may be very clear from my perspective, but he is still yet to understand them himself. His future will be determined by fate. Über die nächste Stadt der Reise von Tane. Is that where you're headed next? Fontaine, the Nation of Justice? Oh, das Nation des Wassers, da freue ich mich richtig drauf, weil das sieht so Steampunk. Also ich habe so das Gefühl, das wird ein Steampunk-Thema. Aber wir wissen es nicht, aber schon mit Maschinen und sowas. As Das far wird as bestimmt I funny. know, that nation operates in a judicial system. Does their Archon personally judge people? Da hätte er viel zu tun. No, there's a Chief Justice in Fontaine. Oh no. Generally speaking, the Hydra Archon, Fossalor, won't preside over individual trials. Fossalor? Haben wir schon jemals den Namen davon gehört? However, even then, Fossalor will still make herself present at just about every trial.
It seems that she just likes to immerse herself in that sort of atmosphere. Oh, das klingt, also Fontaine klingt so vom Rechtssystem, was wir ja schon von den Events wissen, irgendwie auch scheiße zum Leben. Aber in der im Preview-Trailer, bevor Genshin rauskam, die Erwähnung von Fontaine, da sagt der Dainsleif irgendwie sowas wie, dass die sich, für sie ist der Courtyard, also das Gericht, irgendwie ein Schau, also wie eine Show. Und sie genießt es einfach. Also hat das wenig was, ich weiß nicht, ob das viel mit Gerechtigkeit zu tun hat. As Archon, she still reserves the right to influence the final verdict. Anyway, let's just say she's got, a very unique personality. Oh Gott. Oh je. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich habe viele Fragen, aber ich kann die nicht stellen. Are you sure? Isn't there something else you haven't asked about yet? Huh? You mean... About your sister. Ja, das hätte ich als erstes gefragt, aber... While you were resting at Gandharvaville, I took some time to perform an Irminsul search for information on your sister. Hast du Wikipedia für uns durchsucht? Wie nett. Wir kommen außerhalb des Sternmeeres. Irminsul hat keine Informationen zu ihr, oder? Yeah. Isn't Irminsul a repository for all the information and memories of Teyvat? So there shouldn't be anything on him or his sister. This is true in your case. Irminsul indeed does not have any information on you. However, there must be something different about your sister. Because, as it turns out, the world has recorded information on her after all. What? There is only one possible explanation. She belongs to this world. Das ist ein Tippfehler, da soll das Lied stehen, aber... Aber seit wann? Meine Schwester und ich haben zusammen die Sternmeere bereist. Wie kann sie aus Teyvat kommen und ich nicht? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Stimmt etwas mit meiner Erinnerung nicht? Oder hat diese Welt etwas mit ihr angestellt? But nothing about this makes any sense. Wasn't this your first trip to Teyvat? Was ist dir zugestoßen? Ich glaube, sie hat sich einfach selbst entschieden, zu dieser Welt zu gehören. According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Conria. After the Conria disaster, she began her journey through the 7 nations of Teyvat. Und zu dem Zeitpunkt gab es keinen Mucks mehr von den von der himmlischen Ordnung, oder was? But just as her journey was about to reach its conclusion, the Irminsul records on her suddenly become fuzzy. What do you mean, fuzzy? Did something happen to her? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is deliberately obfuscating her fate. And whoever it is, if they can do that, who knows what else they're capable of. But even that wouldn't explain how she somehow comes from this world. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Something else I noticed was that according to these records, the Fatui have not classified your sibling as one of the Descenders. Descenders. What's a Descender? Paimon's never heard of it. Look, I'm sure you must be curious about the information I received from the Fatui in return for my gnosis, right? Was habe ich für eine Information A ausgetauscht? very important part of the intel was about this world's Descenders. External beings, ones that don't belong to this world. Ich habe schon verstanden, ich gehöre nicht dazu. Aber die Schwester gehört dazu, das heißt, ich glaube nur, dass meine Schwester ist? Oder what the fuck is going on? Traveler, you are Teyvat's 4th Descender. Okay, das wissen wir ja schon irgendwie aus diesen Büchern, aber ich wusste nicht, dass der Traveler dazu gehört. Huh? So the Fatui count 3 other Descenders before the Traveler? And his sister isn't even one of them? Ist die Schwester nur ein Grund, damit der Descender, also der Reisende, die Welt bereist? Wo war die Schwester nur so? Ich weiß nicht, es ist verwirrt. My current hypothesis is that the first Descender was likely what we now call the Heavenly Principles. As for the other Descenders, I still need to verify their existence.
it could take me some time. Paimon's head's about to burst from all this crazy new information. Nein, wir wissen, dass der erste Descender, also der erste, der gekommen ist, so wird das in den Büchern von Sangonymia geschrieben, wird der auch nochmal gestürzt, glaube ich. And yet, even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. There are many questions in my heart as well. I will need some time to go through each one of them. Muss mal nachdenken. And soon, you'll also begin your journey anew and depart from Sumeru. Also es dauert noch ein halbes Jahr, meine Liebe. I'm very interested in your future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world. If fate is the ultimate knowledge, then your future will be the ultimate fate. Paimon's sure glad we got to meet you, Nahida. The pleasure is all mine. I can't thank you enough. Alright, that's enough talk for today. If you ever miss me, just close your eyes, and maybe I'll appear in your dreams. Wow. Wir haben endlich ein bisschen Antworten, aber... Things in Sumeru have settled down now. Paimon bets people will be coming up with new and interesting ideas at this time. How about we take a walk around Sumeru City and see if anyone needs our help? Paimon has a sneaking suspicion that it just might pay off. Paimon will, dass wir noch mehr arbeiten. Ich kann das nicht glauben. Ich muss das mal kurz was überprüfen. Ich möchte auch schlafen gehen, aber ich möchte das mit den Büchern lesen. Oh mein Gott. No, not you. Wir gehen jetzt nochmal in Sangonomias Bücher. Ich kann das mal in Wikipedia lesen. Das ist einfacher zu lesen. Warte. Genau. Geheimnisse sind in der Schöpfung verborgen. Während die Omen von Sonne und Mond sie enthüllen. Die Omen von Sonne und Mond ist Sonne, Äther, Dünger gefüllt mit 3 Ecken, während sich 5 Heilige in der Leere verstecken. Okay, das hatte noch mit Enkanomia zu tun, bla bla bla. Hier, wir wollen die Geschichte aufzeichnen, wie der Wille des Himmels auf der Erde Gestalt genommen hat. Als der ewige Thron des Himmels kam, wurde die Welt neu erschaffen. Aber das ist auch nur so Mutmaßung. Er hatte eine Flügel und eine Krone und wurde aus einem Ei geboren. Ei, Jesus Christ. Da wird auch so eine Zeitlinie erzählt, aber es ist ein bisschen unklar. Ja, der ursprüngliche ist der erste, glaube ich. Er hatte einen heiligen Plan für die Menschen und solange sie glücklich waren, freute auch er sich. Wenn es Hunger gab, brachte der Himmel Nahrung und bla bla bla. Der zweite Thron, das ist der zweite Herabziehende, oder? Der zweite Thron des Himmels kam und der Krieg wurde wieder entfacht, wie bei der Schöpfung der Welt. An diesem Tag stürzte der Himmel ein und die Erde wurde zerrissen. Weil dieses Byakuya-Kuku, das unter Sangonomia liegt, das kommt ja von einem anderen Ort. Der ist vom Himmel gefallen, so verstehe ich das. Okay, aber das Rest ist irgendwie so ein bisschen... Mir ist es verwirrend. Weil der Rest geht dann wieder um Enkanomia. Schneidet die Zweige des Baums ab. Ich will bis noch ganz unten runter. Ich muss mir dann wieder Reddit reinziehen. Da gibt es bestimmt schon wilde Theorien, aber ich glaube, das hat schon weitergeholfen, dass der Traveler quasi von außen kommt und die Schwester irgendwie nicht. Also ist irgendwas an der Story, wie sie am Anfang erzählt war, nicht ganz richtig. Es war auch sehr seltsam, dass die Schwester zuerst aufgewacht ist und er im Nachhinein.
Okay, das war nicht so hilfreich. Aber sie haben auf jeden Fall mal bestätigt, dass Isa nicht aus dieser Welt kommt. Das wissen wir schon, aber dass die Schwester aus dieser Welt kommt, ist ein bisschen weird. Das verstehe ich nicht. Also, kann es sein, dass man am Ende der Reise sich entscheiden kann, zu dieser Welt zu gehören oder nicht? Und deswegen die Schwester auf einmal zu dieser Welt gehört? I don't know. Es ist so verwirrend. Egal. Jetzt sind wir endlich am Ende. Ich werde mir jetzt schlafen legen. Aber es war sehr interesting. Eigentlich hab ich so viel... In der letzten Part dieser Quest war so viel Lore, dass mich das ein bisschen überfordert. Weil es sind so verschiedene Sachen. Scaramouche hat ja eine ganze Story, der Doktor hat sich offenbart und wurde charakterisiert, Nahida wurde charakterisiert, das göttliche Gnosis haben wir beide verloren wieder. Sarita hat jetzt alle von den Göttern, die wir schon getroffen haben. Und es ist langsam absehbar, dass die Götter, also die 7, nicht wirklich abgeneigt sind, diese göttlichen Herzen abzugeben, um irgendwas in der Welt zu verändern. Über die Natur der Welt wissen wir immer nicht so viel, aber der Doktor hat gesagt, dass die Welt nicht, also der Himmel nicht echt ist. Was auch schon sehr interessant ist, weil dort scheinbar das Schicksal von jeder einzelnen Person steht schon im Himmel drin irgendwie. Aber naja, ich werde mir darüber mal den Kopf zerbrechen, aber es ist nicht so wichtig. Hat mir aber gut gefallen. Dann würde ich sagen, gute Nacht. Ich mache die Timestamps auf jeden Fall nicht heute, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht mehr. Aber danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.